T-minus 10, 9, 8, The clock is operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavour, go as throttle. Trat der Jazz seinen Siegeszug an, den Mississippi hinauf über St. Louis bis Chicago und New York und schließlich über den Atlantik. Herbst 1991. Die österreichische Storyville Jazzband feiert ihr 30-Jahr-Jubiläum in den Straßen der swingenden Südstaatenmetropole. Die Geschichte hat der Stadt einen faszinierenden Mix aus Sprachen, Rassen und Kulturen hinterlassen. 1718 von Franzosen gegründet, fiel New Orleans wenig später an Spanien und 1803 an die USA. Die Nachkommen der früheren französischen und spanischen Einwanderer werden immer noch als Kreolen benannt, mit ihrem eigenen Lebensstil. Das Kreolische und die Cajun-Kultur mit der würzig-exotischen Cajun Kitchen liefern ein weltweit einzigartiges Flair. In den 20er Jahren war Storyville, das legendäre Vergnügungsviertel der Garnisonstadt, voller Bordelle und Bars. New Orleans war Zuflucht im stockkonservativen Süden der USA. Heute ist die Altstadt, das sogenannte French Quarter, Hauptanziehungspunkt für Hunderttausende Touristen. New Orleans ist eines der meistbesuchten Touristenziele der USA. Die zahlreichen Musikbars prägen die Stadt und immer noch fühlen sich auch die Unangepassten wohl. Das Jazzmuseum. Hier finden sich Geschichten und Bilder über die vielen Jazzlegenden der Stadt. Besonders wichtig natürlich Louis Armstrong. In den 1920er Jahren spielte der legendäre Trompeter regelmäßig auf einem Mississippi-Dampfer, um die Passagiere auf den langen Fahrten flussaufwärts zu unterhalten. Die beliebteste Zeit, New Orleans zu besuchen, ist natürlich der Mardi Gras, der Karneval, die Zeit der Umzüge, der Partys und der Maskenbälle. Heute zählt New Orleans 500.000 Einwohner. In der weiteren Umgebung leben 1,3 Millionen Menschen. Mit ihnen hoffen heute alle, dass diese besondere Stadt vom Allerschlimmsten verschont bleibt. And many of the older residents in the area will remember Hurricanes Betsy and Camille in the late 1960s, which were the most punishing storms to hit the southern Louisiana area. Of course, people also suggesting that this feels just as bad, and if you're there, I'm sure it does. If you're travelling to the area, what's your advice, Guillermo? Well, to follow the CNN, of course, and local authorities to know what's going on, to call ahead the airlines, not only because if you are moving or if you're traveling to these areas, but there are connections, planes that stayed here or in other cities that needed to go to these areas are going to connect to future flights in other parts of the country or of the world. So let's see the forecast path for this storm. It will continue in a northerly direction and then move towards the Great Lakes in the northeast. So if you are anywhere in the world and you're coming to Chicago or New York or major airports over here all the way to Texas, it's a good idea to follow as much as you can us and other information in websites to see what's going to happen. At the moment, we have 4 airports that are closed, so all those flights that were supposed to come from here and connect somewhere else are going to be delayed. That's the case in Atlanta, that's the case in Dallas and Houston. Flights that are connecting through these major hubs are going to be affected. Now we see O'Hare, Chicago with delays as well. Let's take a look at the Northeast. At the moment, no delays at all. We had some in Newark and now back to normal. But you know what? 2 days from now, this is going to change dramatically. And in the South, I'm talking about Houston and Dallas. We have 1 hour of delays at least. Any airport here in the Gulf Coast states, New Orleans, Baton Rouge, Biloxi, and Mobile, and smaller operations as well, are now closed at least for 1 day. Atlanta is now recording 1 hour delays. Before I go, Becky, there's one more storm that I want to remind our viewers about, and it's in the Asia section in the Philippine Sea. We have a tropical system that is moving towards Taiwan. So in 2 days or so, we'll be talking about something comparable to what we see right now, but in 2 parts of Asia, in this case, Taiwan. Becky? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Zumindest eine positive Nachricht gab es heute den Hurrikan Katrina betreffend. Der Wirbelsturm fegte nicht genau über das Zentrum von New Orleans hinweg, sondern zog östlich an der Stadt in Richtung Norden vorbei.
Und weil die größten Schäden in der Regel aber an der Nordostseite eines solchen Stromgebiets entstehen, kam New Orleans glimpflicher davon, als befürchtet worden war. Nur bedeutet glimpflicher davon zu kommen immer noch, dass der Sturm wahrscheinlich gewaltige Schäden angerichtet hat oder noch anrichten könnte. Im Moment weiß das noch niemand so genau, denn einen Überblick hat sich auch bis jetzt noch keiner verschaffen können. Die Experten allerdings meinen, dieser Hurrikan werde der kostspieligste, der die USA je getroffen hat. Nun sagt das noch nicht viel über die Ängste aus, in die er die Menschen gestürzt hat. Thomas Berbner. New Orleans nach dem Sturm. Die Warnungen des US-Wetterdienstes haben sich bewahrheitet. Katrina ist einer der gewaltigsten Hurrikans mit noch nie dagewesener Stärke, hatten die Meteorologen gewarnt. Es wird zu Einstürzen von Hauswänden und Dächern kommen. Und so war es. Nicht alle waren geflohen. Die Hauswand hat sich bewegt, wir hatten sie noch zusätzlich verstärkt, aber es hat nichts genützt. Wir glauben, dass der Hurrikan hier einen Tornado erzeugt hat. Es waren sicher Böen von mehr als 250 Stundenkilometern. Das Ausmaß der Schäden wird erst in einigen Tagen abzuschätzen sein. Dabei hatten die Bewohner von New Orleans noch Glück im Unglück. Bevor der Sturm die Küste von Louisiana erreichte, hatte er sich leicht abgeschwächt und seine Richtung geändert. Das Auge des Hurrikans zog wenige Kilometer östlich der Stadt vorbei. Nur dadurch blieben New Orleans noch größere Schäden erspart. Wir haben Berichte aus einigen Stadtteilen, dass viele Menschen auf den Dächern sitzen. Mehr als 100 Menschen haben angerufen, dass sie da oben sind und Hilfe brauchen. Und es kommen dauernd neue Notrufe, ungefähr 5 pro Stunde. Im Superdome, dem größten Stadion der Stadt, hatten knapp 10.000 Menschen Schutz vor dem Sturm gesucht. Doch die Sicherheit der modernen Architektur war trügerisch. Der Hurrikan beschädigte das Dach, Wasser schoss ins Innere der Halle, Teile des Dachs stürzten zu Boden. Es kam hier runter auf einmal, wir hatten alle Angst, ich auch. Da, es geht schon wieder los. Gott sei Dank ist das Zentrum des Sturms an New Orleans vorbeigezogen. Aber wir haben schon noch genug abbekommen. Die Menschen im Innern des Superdomes kamen mit dem Schrecken davon. Die Nationalgarde brachte einige Menschen in einen anderen, noch trockenen Teil des Gebäudes. Der Präsident versprach schnelle Hilfe der Regierung in Washington. Die Bürger im ganzen Land beten für die, die vom Hurrikan Katrina so hart getroffen sind. Ich will allen sagen, die Regierung in Washington wird euch unterstützen, wenn der Sturm vorüber ist. I want the folks there on the Gulf Coast to know that the federal government is prepared to help you when the storm passes. Auch die Bundesstaaten Alabama und Mississippi wurden vom Hurrikan heimgesucht. Noch gibt es keine bestätigten Berichte über Verletzte oder Tote. Aber der Gouverneur von Mississippi geht davon aus, dass der Hurrikan Opfer gefordert hat. Wir haben enorme Schäden. Wir können sie noch nicht genau abschätzen, genauso wenig, wie wir etwas über Opferzahlen sagen können. Aber ich bin sicher, es wird Opfer geben. Viele der schlimmsten Überschwemmungen kommen erst noch. Dieser Autofahrer in New Orleans hatte Glück im Unglück. Als er seinen Wagen ins Wasser fuhr, war ein Kamerateam in der Nähe. Ein Kollege rettete den völlig verstörten Mann aus den Fluten. 500.000 Menschen leben in New Orleans. 80% von ihnen waren der Aufforderung gefolgt, sich in Sicherheit zu bringen und die Stadt zu verlassen. Weg von der Küste, etwa bis nach Baton Rouge. Das ist gut 130 Kilometer nördlich. Christine Adelhardt, die Sie dort schon den ganzen Tag sind, schildern Sie uns doch bitte mal, was Sie beobachtet und was Sie erfahren haben. Ja, sehr viele der Bewohner aus New Orleans hatten sich hierher nach Baton Rouge ins Landesinnere gerettet, hatten hier versucht, noch in den Hotels Unterkunft zu finden oder in Notunterkünften, die die Behörden hier zur Verfügung gestellt hatten. Dort warteten diese Bewohner natürlich den ganzen Tag über gespannt, hatten auch Angst, dass der Sturm hierher kommen könnte, denn das hatte es lange geheißen, dass er auch Baton Rouge mit in Mitleidenschaft ziehen könnte. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Es sind zwar hier starke Winde den ganzen Tag über gewesen, aber doch dann relativ schnell abgeflaut. Jetzt gehen die Leute hier bereits
bereits wieder auf die Straße, führen ihre Hunde spazieren. Also jetzt ist hier in Baton Rouge zumindest Entwarnung, ganz anders in den anderen Teilen des Landes. Dort sitzen Menschen auf Dächern und warten auf Hilfe. Insofern ist momentan überhaupt nicht abzusehen, wie groß die Schäden sind, die dieser Hurrikan angerichtet hat. Und was wird nun weiter passieren? Also die Behörden wollen vor allem verhindern, dass die Menschen, die jetzt hier in Sicherheit sind, sich jetzt auf den Weg machen. Denn die Straßen Richtung New Orleans, die sind bereits wieder freigegeben. Allerdings möchte man da jetzt natürlich erstmal die Helfer hinschicken. Denn New Orleans steht unter Wasser und es hat vor allem keinen Strom. 700.000 Haushalte sind ohne Strom und das werden sie auch für lange Zeit bleiben. Deswegen ist die größte Befürchtung der Behörden, dass Leute jetzt schon glauben könnten, es wäre alles in Ordnung und sich auf den Weg Richtung Heimat machen. Davor warnt man hier, man soll hier bleiben, man ist präpariert, dass die Leute hier noch einige Tage in den Notunterkünften aushalten können. Und dann will man sich erstmal einen Überblick über die Lage verschaffen, wie schlimm es denn dort in New Orleans tatsächlich ist. Christine Adelhardt, haben Sie vielen Dank. Zwar haben die weitaus meisten Menschen New Orleans verlassen, aber eben doch nicht alle. Nicht jeder hatte ein Auto oder das nötige Geld, um vor dem Sturm fliehen zu können. So haben 10.000 Menschen im Footballstadion Zuflucht suchen müssen. Das haben wir ja eben gesehen, wo die Teile des Daches runtergefallen sind. Andere sind zu Hause geblieben, wie dieser Mann im weißen T-Shirt, vollkommen durchnässt und waren dort mehr oder weniger alleine. Sie haben aber versucht, soweit sie denn noch Strom hatten, sich der Außenwelt mitzuteilen, vor allem über das Internet. Wolfgang Stufflesser. Katrina, längst auch ein Sturm im Netz. Jennifer Roberts hat ihr Amateurvideo online gestellt. Genau um 8:11 Uhr fegte der Hurrikan über ihr Haus. Das Nationale Hurrikanzentrum veröffentlicht immer wieder aktualisierte Voraussagen über den Weg, den Katrina vermutlich nehmen wird. Weit aktueller sind die privaten Internet-Tagebücher, die Weblogs. Darin schreiben die Nutzer, Blogger genannt, ständig über die neuen Entwicklungen aus ihrer ganz persönlichen Sicht und voller Emotion. Oh mein Gott, er kommt. Und dieser Blogger mit dem Spitznamen Satchmo sorgt sich um den Wetterreporter eines örtlichen Fernsehsenders, der im Sturm steht. Wenn der zu wenig wiege, werde er noch fortgeblasen. Lenny aus Michigan ist ganz krank vor Sorge um seine Mutter und Schwester, die nicht auf ihn gehört haben und den Sturm zu Hause aussitzen wollen. Virtueller Trost kommt von einem anderen Blogger. John antwortet, auch er habe Angst um seine Tochter. Ihr Name sei Sarah, für alle, die gerade beten. In Wort und Bild dokumentieren die Blogger, wie sie den Sturm erleben. John hat vom Gebäude der örtlichen Zeitung aus den Superdome fotografiert, nachdem der Sturm das Dach aufgerissen hatte. Auch Fernsehsender setzen auf Citizen Journalists, Bürgerjournalisten, wie sie die Blogger nennen. Die BBC veröffentlicht private Fotos und Schilderungen von Katrinas Verwüstungsspur. Auch wenn die Weblogs oft nur eigene Hilflosigkeit dokumentieren, sie sind direkter, unmittelbarer, ungeschminkter als so manch professionell distanzierter Medienmensch. Und sie zeugen vom ungeheuren Mitteilungsbedürfnis der Betroffenen im Angesicht der Katastrophe. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan Katrina heute aufs Festland geprallt und dabei schiebt ein solcher Sturm meterhohe Wellen vor sich her. Das steht für die immense Kraft, die dort wirkt. Die im Moment wieder wirkt, denn Katrina ist schon der 11. Hurrikan in dieser Saison, der über den Atlantik fegt. Nur die schiere Zahl ist gar nicht das Problem. Es werden nicht mehr Wirbelstürme, sie werden nur immer kräftiger. Woran das liegt, wie sie entstehen und was Hurrikans schon angerichtet haben, dazu Harald Brenner. 1938 erwischt ein Hurrikan völlig überraschend New York und Neuengland. Noch nie zuvor hatte sich ein tropischer Wirbelsturm so weit nach Norden verirrt. Ohne jede Vorwarnung, Radar und Satelliten gibt es noch nicht, bricht der Sturm über die Bevölkerung herein. Die Stadt Providence steht 7 Meter unter Wasser. Heute weiß man mehr über die Entstehung solcher Windphänomene und man kann ihre Zugbahn mit Satellitenhilfe recht genau vorhersagen. Was Hurrikan Katrina so gefährlich macht, ist die mit 30 Grad zurzeit extrem hohe Wassertemperatur in den Tropen, dem Entstehungsort des Wirbelsturms. Dadurch verdunstet dort extrem viel Wasser, das in der Höhe zu Wolken kondensiert. Die Erdrotation versetzt das Ganze in Drehung. Von unten wird ständig feuchtwarme Luft nachgesaugt, sozusagen der Treibstoff für den Sturm. So entstand Katrina, ein rotierendes Monstrum von über 1000 Kilometer Durchmesser. Aus dieser Rotation resultiert letztendlich die extrem hohe Windgeschwindigkeit von bis zu 250 Stundenkilometer.
Die Zugbahn verändert sich dagegen relativ langsam. Die genauesten Informationen über Zugrichtung und Stärke des Sturms liefern wagemutige Hurrikan-Flieger. Mit ihrer Maschine stürzen sie sich mitten in den Hurrikan, bis sie sein Auge erreichen. Hier setzen sie Messsonden ab, die Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfassen. Diese Messungen waren jetzt auch Entscheidungsgrundlage für die Evakuierung von New Orleans. Die Daten ließen dort allerschlimmste Verwüstungen befürchten. Schon einmal nämlich, 1965, hatte Hurrikan Betsy die halbe Stadt unter Wasser gesetzt. 70 Menschen starben, 60.000 wurden obdachlos. Die Schäden beliefen sich auf 3,5 Milliarden Dollar. Der bislang teuerste Sturm allerdings war 1992 Hurrikan Andrew. 20 Milliarden Dollar Schaden. 14 Versicherungsgesellschaften gingen pleite. Bereits damals waren sich viele Klimaforscher einig. Die globale Erwärmung sorgt zwar nicht für mehr, aber für immer heftigere Wirbelstürme. Hurrikan Katrina könnte jetzt eine neue Schadenhöchstmarke setzen. Erste Schätzungen gehen von 30 Milliarden Dollar aus. Auch wenn der Sturm also noch tobt, schon jetzt meinen die Spezialisten sagen zu können, so teuer sei bisher kein Wirbelsturm gewesen. Und auch das hatte einen eigentümlichen Rekordcharakter. Klaus-Rainer Jackisch, der Hurrikan hat den Ölpreis auf ein nicht gekanntes Niveau getrieben. Warum? Nun, das hat er in der Tat, denn im Golf von Mexiko ist die Erdölförderung weitgehend zum Erliegen gekommen. Es ist ein sehr wichtiges Gebiet für die USA, aber die Bohrinseln mussten aufgrund des Hurrikans evakuiert werden. Das heißt, der Nachschub fehlt dort, auch die Raffinerien an Land wurden geschlossen und die Häfen. Und man muss einfach wissen, dass ungefähr ein Drittel des Ölverbrauchs in den USA direkt aus dem Golf von Mexiko kommt. Dieser Nachschub ist eben jetzt versiegt und das ist der Grund, warum der Ölpreis heute geklettert ist auf ein neues Rekordhoch. Rund 71 Dollar je Fass für das amerikanische Leichtöl notierten die Notierungen heute zeitweise. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb die Spekulanten noch einmal kräftig nachgelegt haben und den Preis weiter angetrieben haben. Die treiben ja schon seit einiger Zeit ihr Unwesen an den Terminmärkten. Und man muss vielleicht einmal davon ausgehen, dass trotz der angespannten Situation im Golf von Mexiko der Preis ungefähr 20 Dollar niedriger sein könnte, wenn diese Spekulation nicht mit drin wäre. Und welche Konsequenzen hat das nun für die Konjunktur? Nun, das alles ist natürlich Gift für die Konjunktur, insbesondere auch für die deutsche Konjunktur, die ja gerade erste Erholungskennzeichen hat. Man muss davon ausgehen, dass die Wirtschaft hierzulande in diesem Jahr erneut rund 0,3 bis 0,5% weniger wächst, weil die Ölpreise ebenso stark mittlerweile zuschlagen. Man sieht es ja an den Zapfsäulen, wo wir uns sicherlich darauf einrichten müssen, dass künftig der Benzinpreis sich bei 1,40 einpendeln wird für den Liter Normalbenzin, aber auch im Heizölbereich wird ganz deutlich, dass hier die Preise weiter steigen. Viele Verbraucher haben sich in diesem Sommer nicht eingedeckt, wie sie das normalerweise tun. Sie haben darauf gehofft, dass die Preise im Herbst wieder sinken. Das dürfte nicht der Fall sein. Und da kommt eben jetzt die ganz große Rechnung in den nächsten Monaten. Und all das entzieht natürlich dann den Verbrauchern kräftig Kaufkraft, die eigentlich natürlich woanders hineinfließen sollte. Auch die Unternehmen, sie ächzen unter dem hohen Ölpreis, insbesondere natürlich in Form der hohen Transportkosten. Und das wiederum, wie gesagt, wird eben insgesamt der Konjunktur einen kräftigen Dämpfer versetzen. Und das bedeutet natürlich auch, dass dadurch keine neuen Arbeitsplätze geschaffen werden. Also um es mal auf eine einfache Formel zu bringen, der hohe Ölpreis wird uns insgesamt Arbeitsplätze kosten. Klaus-Rainer Jackisch, danke nach Frankfurt. Der Hurrikan und seine wirtschaftlichen Folgen ist das Thema des Kommentars von Thomas Nell vom Westdeutschen Rundfunk. Die Bohrinseln im Golf von Mexiko sind abgeschaltet. Die Raffinerien in Küstennähe arbeiten nicht. Die Vorräte an Benzin und Heizöl in den Riesentanks sind gefährdet. Der Ölpreis erreicht neue Höchststände. Der Hurrikan vernichtet Häuser und Fabriken gleichermaßen. Versicherungsaktien und die Papiere der Fluggesellschaften geraten ins Trudeln. Die wirtschaftlichen Schäden sind massiv, vom menschlichen Elend nicht zu reden. Nur ein Thema für Börsenzocker und Ölhändler oder für uns alle? Sind wir verwundbarer geworden oder spielt die Natur verrückt? Zunächst einmal gibt es ein paar einfache Wahrheiten. Ja, die Häufigkeit von Wirbelstürmen ist gestiegen, aber nur geringfügig. Was aber gewaltig gestiegen ist, das ist die Schadenshöhe. Ein Beispiel. Der Wirbelsturm Camille Kategorie 5 verursachte im Jahr 1969 einen Schaden von 1,4 Milliarden Dollar.
Der Wirbelsturm Charlie, Kategorie 4, also schwächer, brachte es im vergangenen Jahr auf 15 Milliarden Dollar. Und wie kommt das? Weil, so formulieren es die Versicherungsexperten, die Wertekonzentration in exponierten Gebieten beträchtlich angestiegen ist. Es wird an den falschen Stellen gebaut und es wird viel zu leicht gebaut. In einem Land wie den USA, das die individuellen Freiheiten so groß schreibt, wird es sehr schwer sein, ein Regelwerk durchzusetzen, das eindeutige Vorschriften enthält. Es könnte aber Leben retten und Vermögensschäden vermindern. Macht uns diese Erkenntnis klüger? Ein wenig schon. Denn auch wenn wir in Mitteleuropa von solchen Wirbelstürmen weitgehend verschont sind, auch bei uns wird an den falschen Stellen gebaut. Und wir investieren zu wenig in vorbeugenden Katastrophenschutz. Wir müssen hier mehr tun, um Menschen und ihren Besitz zu retten. Is CNN. High winds and blinding rain. Hurricane Katrina batters the Gulf Coast of the United States. Thousands are evacuated. Those who remain battle against heavy flooding and treacherous conditions. You're watching CNN. Hello, I'm Becky Anderson in London. It's a powerful storm that's leaving thousands homeless. Hurricane Katrina sweeping inland after pummeling the central Gulf Coast of the United States on Monday. Well, Hurricane Katrina came ashore as one of the most powerful storms the United States has ever experienced. Here's an update for you. Katrina wrought havoc on the coasts of Louisiana and neighboring state Mississippi before weakening considerably to a Category 1 storm. Now, the popular tourist destination of New Orleans was spared a direct hit, but the city has sustained major structural damage. And flooding there is widespread. Here, a dramatic rescue was caught on tape. A man's car sinking on a flooded highway after he got into that water by mistake. Fortunately, he made it to safety. Well, floodwaters surging over several levees surrounding New Orleans, and water pumps in one neighborhood failed completely. East of New Orleans, the outer bands of the storm hammered the port city of Mobile in Alabama. Water from the bay spilled into downtown streets, and high winds downed power lines and trees there. Well, the coastal cities of Biloxi and Gulfport in Mississippi were particularly hard hit by the storm. The state's governor spoke a short while ago. First of all, let me say that the state today has suffered a grievous blow on the coast. And we're not through. It's a major disaster, and there's much left to happen. The eye has passed the coast, winds in some places in excess of 130 miles an hour. There has been an unprecedented storm surge. The reports are that there are places underwater on the coast, not just in Hancock County, but in Harrison County, perhaps Jackson County, that were not underwater during commission. Well, oil production has all but come to a standstill in the Gulf Coast. That sent crude prices soaring earlier on Monday. In a moment, we'll look at how much higher prices are likely to go. We'll also examine the economic impact of Hurricane Katrina. Now, the storm may have been downgraded to a Category 1 hurricane, but it is still packing extremely dangerous winds. That's resulting in the closure of some of the main airports in the United States. Mary Ramos has the very latest. Mary, before we get to the airports, let's start with an update on exactly how things stand at present for residents in those U.S. Coastal states. Well, unfortunately, we haven't seen the last of Katrina yet, Becky. This is still a very powerful storm system. Maximum sustained wind still close to 95 miles per hour. That's just over 150 kilometers per hour. It continues moving to the north a little bit faster now than it had been in the last 6 hours or so. It's still packing quite a punch, dumping some very heavy rain.
particularly hard hit in the next few hours are going to be into central and interior portions here of Mississippi and Alabama, but already we're getting plenty of cloud cover and even some heavy rain at times as far north as Atlanta and over into Tennessee. The weather slowly will begin to improve here for you in New Orleans, for example, and along the Gulf Coast, but still some very windy conditions being reported there, with winds still gusting to more than 50 kilometers per hour as the backside of the storm continues to move through the area. We're getting close to darkness. Again, there is a curfew in place in these areas from dusk until dawn, and with good reason. It's not a good time to be around. Unfortunately, many of the deaths that occur with hurricanes happen immediately after, when people think it's safe to go out. There's a lot of debris on the road. A lot of the roads are flooded. There is no power for the most part, and that is going to be a very serious problem. As far as airport delays, we are still going to be seeing severe delays, especially along the Gulf Coast. Not a good place to be right now. If you have travel plans in this area, best thing will be to call ahead, of course. Across the Northeast right now, not doing too bad, Becky, but as we head through the next 24 hours, and places like major airports like Atlanta begin to get delays because of the weather, already more than 1 hour delays being reported here. We're going to see somewhat of a domino effect, you could call it. Delays here are going to translate into delays into the Northeast and eventually into the West Coast. Officially closed right now are the airports here along the Gulf for good reason, of course, as we all know now because of the hurricane. New Orleans, Baton Rouge, Biloxi, and Mobile. We're getting delays already over 1 hour at DFW and also into Houston International Airport. So those are significant airports with significant delays, Becky, that are only going to get worse as we head through the overnight hours tonight and the weather begins impacting some other regions here in the central portions of the southeastern U.S. and then eventually into the Northeast. We'll keep you posted, of course. Back to you for now. There are, of course, over the next 48 hours, still threats of tornadoes in the eastern part of the states and extensive flooding, the extent of which, of course, is still unclear, Mary. It is very unclear. Tornadoes are going to be a part of course, what happens when a hurricane moves inland, especially into the right-hand side of the storm. Already we've had very many tornado warnings in place. We're going to continue to see that quite possibly. Already we even have some tornado warnings into parts of central Georgia. Eventually we could see that even into metro Atlanta. Now, as far as rain is concerned, easily up to 300 millimeters of rain could fall in the path of Katrina as it heads northward. Eventually we're going to see that rain all the way up even through the eastern Great Lakes, and by Thursday all the way up even into cities like New York and Boston. Okay, Mary Ramos with your forecast, and Mary back. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben und ganze Landstriche wurden verwüstet. Das ist die vorläufige Bilanz von Hurrikan Katrina, der in mehreren Südstaaten der USA gewütet hat. Inzwischen hat sich der Sturm aber abgeschwächt. US-Präsident Bush hat die am stärksten betroffenen Bundesstaaten zu Katastrophengebieten erklärt, um schneller helfen zu können. In New Orleans standen Straßen bis zu 3 Meter unter Wasser. Aus Gebäuden wurden Fensterscheiben herausgerissen. In der Katastrophenregion brach für bis zu 3 Millionen Menschen die Stromversorgung zusammen. In Alabama löste sich im Hafen eine Ölbohrplattform und rammte eine Brücke. Experten rechnen mit Schäden von mehr als 30 Milliarden $. Das gesamte Ausmaß der Zerstörungen ist unklar, da einige Gebiete noch nicht zugänglich sind. Zu den Problemen vor Ort jetzt eine Einschätzung unserer Korrespondentin Claudia Rügeberg aus Washington. Die Telefonverbindungen sind ja völlig zusammengebrochen. Man kann dort weder auf dem Festnetz noch auf dem Handy anrufen und von dort kann auch nicht angerufen werden. Das heißt, es kann sein, dass da Hunderte oder Tausende Leute noch sitzen und sich überhaupt nicht melden können, weil sie gar keine Möglichkeit haben, sich bemerkbar zu machen. Das heißt, das wird Tage, möglicherweise sogar Wochen dauern, bis völlig klar ist, was da wirklich passiert ist in diesen Gebieten, in die jetzt noch keiner reinkommt. But it's now menacing states to the north as it barrels inland with still damaging winds and heavy rain. Tornadoes are reported in at least 2 states, and officials in 2 central U.S. states expect up to 20 centimeters of rain. The death toll from Katrina has risen sharply as authorities reach areas cut off by high water. Authorities estimate 50 storm-related deaths in one Mississippi county alone, including 30 at an apartment complex near the beach. Water levels reached rooftops in some neighborhoods. Rescue operations are continuing well into the night in flooded neighborhoods in the New Orleans area. Hundreds of people are being brought to safety.
Well, after days of speculation about its path and its power, Hurricane Katrina hurled itself against the U.S. Gulf Coast, not far from the point that was predicted. Its worst forecasts of destruction weren't entirely realized, but as Aaron Brown reports, Katrina worked hard to live up to expectations and continues to do so. This is what the storm looked like when it made land at about 6 this morning. A Category 4 storm with winds topping 145 miles an hour. This is what it sounded like in New Orleans. We were literally racing against the water. The current was coming in so far this way, with the wind blowing that way, was pushing the water up into the house. So it was beyond devastating. And on the Mississippi Gulf. And in Mobile, Alabama. Tonight, nearly 1.5 million people are without power in Louisiana, Mississippi, Alabama, and Florida. There is little clean water in many places. It'll be days, perhaps weeks, before there is. Nothing that I've been through so far in my life compares to what I'm going through now. I mean, I'm a strong fella. I was actually scared. And there is much we don't know tonight. Most importantly, how many people died in the storm. It is just too early to account for the missing, who evacuated, who perished. But you're never prepared for this. You know, we did a lot of our crying earlier, but there's a lot more crying to be done because a lot of people lost their lives, they lost everything. I know my family, we lost about everything. New Orleans is bad. Gulfport, Mississippi is worse. 12 feet of water in some places. Reports that casinos are flooded up to the second floor. Again, no sure count of the dead. Rescue workers still can't get to places where they fear others have died or are trapped tonight. The state today has suffered a grievous blow on the coast. They were not through. It's a major disaster. As Katrina was approaching land, it took a slight jog to the east. That move is what made things somewhat better than expected in New Orleans and the Mississippi Gulf worse. The governor was asked today what his worst fear is now. That there are a lot of dead people down there. A state of emergency is in place tonight in Mobile, Alabama, also hit hard throughout the day. And while many left Mobile, no one is sure tonight how many, so the death toll there remains unknowable as well. There are things we do know, of course. We know it was a terrifying experience, even for the 9,000 or so people inside the giant Superdome in New Orleans, which began leaking, and then part of the roof blew off, raising fears of something worse. We also know that in New Orleans, thousands will spend tonight either in the Superdome again or in evacuation centers and shelters around the city. And they may be there for days to come, because we also know this. While the worst of the storm is over now, what is left behind is virtually indescribable. It is still too dangerous for people to return home. If you evacuated and you're in a shelter, if you're with friends and family, please, please stay there. Stay safe. It's too dangerous to come home. Aaron Brown, CNN, New York. Von New Orleans an der Golfküste. Einige Gebiete sind für die Hilfskräfte noch gar nicht zugänglich, so ist das volle Ausmaß der Zerstörung unklar. Eine groß angelegte Rettungsaktion läuft erst an. Tage wird es dauern, bis Schäden und auch Opferzahlen feststehen. Eine bis zu 7 Meter hohe Flutwelle trieb Katrina hier vor sich her. Und dann gibt es da noch Geschichten von Helden. Ohne eine Sekunde zu zögern, rennt dieser Mann in die Gefahr, um einen anderen daraus zu befreien. Versehentlich war der mit seinem Auto in die Fluten geraten. Es hätte ihn sein Leben kosten können. Gäbe es da nicht die Geschichten von Helden. Dogs wrapped in electrical lines that were still alive, that were being electrocuted. The police are having radio problems. At least they were earlier this evening. They didn't have enough boats. They put out an appeal to various police who had personal boats to bring them to the scene, but the problem was the people who had the boats couldn't get to the boats to bring them to the scene to go out and rescue the people.
People are out there in the night. One EMS worker told us that the water was rising, and I can tell you that when we came back into the city tonight, it certainly was higher here. Whether it's rising in that neighborhood as much as it has here, I don't know. That was Jean Reserve reporting on flooding in the city of New Orleans, Louisiana. Well, flooding is now the main concern for those living along the U.S. Gulf Coast. Jenny Harrison is at the International Weather Centre with details of what's going on now. Jenny. Well, indeed, although the system, of course, continues to weaken, the winds are continuing to gradually diminish. It is going to continue to bring some very heavy amounts of rain, is this tropical storm Katrina. The winds right now at about 90 kilometres an hour. It's going to be another 12 hours, really, before it becomes a tropical depression. It's pushing up now up into Tennessee, Kentucky in the coming few hours. And then from there, it's going to head all the way up in through Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, and eventually up into eastern areas of Canada. But we could be seeing as much as 200 millimetres of rain still coming from this system, and the threat of tornadoes remains very high. Of course, the tornado warnings will continue to be in effect as the system moves up towards the northeast. The red boxes on our map here indicating where the current tornado warnings can be found, and as you can see, the green areas showing all the rain, the yellow, the red areas amongst that is where we're seeing the very heavy thunderstorms. But the rain will continue to be very heavy with this system even as we head towards Wednesday into Thursday as the system pushes into eastern areas of Canada. But it does clear very quickly because the system is moving at about 35 kilometres an hour. So that is Katrina, and there are two more systems. Of course, I'll have more details on both of those in the next half hour. Back to you in London. Jenny, thank you very much. Now, much of the fury of Katrina was focused along the coast of southern Mississippi. The tourist-beckoning beaches and waterfront gambling centres near Biloxi were hard hit by torrential rains, savage winds and a destructive storm surge. JJ Ramberg is in Biloxi and she joins us now with the latest. JJ, we were expecting New Orleans to get the brunt of this storm, but actually the storm scooted sideways and headed towards where you are, didn't it? Yeah, it hit us a bit harder than we had expected here. Right now in areas pretty close to me, we're hearing confirmed 50 dead, but that number is supposed to rise. Search and rescue teams right now are completely overwhelmed, in part because they don't have all of the equipment they need yet, and in part just because the phone systems here are not working. The mobile phone systems are completely tied up, landlines aren't working, and so people aren't able to call distress calls and get the search and rescue teams to the places they need to get to. So as that progresses in the next couple of days, those numbers are supposed to rise. How easy is it for the authorities to carry out this rescue operation under the conditions that you've just described? Because we knew it was going to happen. It's quite hard. They did have some people in place. They had ambulances in place, maintenance crews in place to come in as soon as the hurricane was over. In some cases, some of those vehicles were flooded, and so they had to go get new vehicles to deal with these issues. The other problem is there are phone lines down, there are trees blocking roads, and it's really hard to get around in a lot of these places. And a lot of buildings just completely collapse, and it takes all kinds of equipment to then go search through that rubble to see if there are people underneath. And we've heard some pretty depressing stories about a lot of looting going on. Have you seen any of that going on? In one neighborhood that I went to, I did speak to one woman who said that she had seen people pretty much as soon as the wind and the rain subsided come in and start looting. I also heard another story about someone going into a gas station just down the street from here. That's all I've heard, but I've also heard reports, as you have, in other places of lots of looting. A state of emergency in both Mississippi and Louisiana, and George Bush calling on people not to return to the area if they're not there at the moment. So how long do you think they'll have to wait before they can return to an area like the one you're in? You know, it completely depends area by area, and for officials to deem each one safe. One of the issues here is they have people in shelters and they want to keep people in those shelters until they deem the area is safe, but they're having a hard time really controlling everyone from getting out and going to check on their homes. Okay, JJ Ramberg in Biloxi, Mississippi, thank you very much for joining me. Mississippi, where a wall of water more than 7 metres high slammed into the town. Debris cluttering main roads, making rescue difficult, and as many as 1 million people without electricity. Our Rob Marciano is there, joins us from Biloxi with an update. Rob, looks awful behind you. How bad has it been?
It's horrible. It's horrifying, as a matter of fact. Even though the eye of this storm was well to our east, that put Biloxi and Gulfport on the right side of the storm, which is by far much worse than being on the left, especially when it comes to storm surge. And that's all of what you see behind me is the result of that wall of water you spoke of, carrying debris inland and then pulling it back, almost similar to damage we saw in the tsunamis back in December. Take a look at this. You know, we evacuated this area 2 nights ago in anticipation of this storm surge, but we got amateur video from a guy who hung out in a pretty secure hotel, although the first 2 floors of the hotel end up collapsing. Look how this water comes in from the Gulf of Mexico and just keeps piling up and piling up and piling up, and that south wind just keeps pushing it and pushing it and pushing it. And at some points in some of these trees and some of these light poles, like you said, yeah, it could possibly be 6 or even 7 meters high. Unbelievable amount of water, and that's what did most of the damage here in the Gulfport and Biloxi area. And unfortunately, that's probably what's going to be responsible for claiming some lives. Even farther inland, damage as far as the storm surge and the wind, in some cases hollowed out homes. In other cases, took homes, even well-established, well-engineered homes like brick homes, and just wiped them completely off their foundation. The power of Mother Nature and the power of Hurricane Katrina seen in its full fury here in Biloxi and Gulfport, even with the eye making landfall, well, probably 20 or 30, maybe even 40 miles to our west. Michael, Red Cross says, you know, they're trying to get their local chapters activated to help folks who are in desperate need of supplies, but they say, you know, it's just tough. 3 to 4 days is what they expect you to be self-sufficient. Then Red Cross and FEMA national invasion will take place, where hundreds of 18-wheelers will come in with ready meals and other supplies to help these folks. But right now, folks are just coming up to us and asking for water or just a cell phone to call their family, tell them they're okay. Cell service is down. It's the destruction you see behind me, and all of life's, all the things you take for granted in life are completely gone here. And you see it in the eyes of the people who survived the storm and in some cases lost their homes. Back to you. Rob, very briefly, how well prepared is the city for dealing with this sort of aftermath? I can't imagine that emergency services are anywhere near equipped for this level of destruction. No, you know, emergency managers in towns this small along the Gulf Coast really are more, they're more prepared for getting people out of harm's way. And they did an excellent job of that, at least warning people to get out. As is always the case, you know, not everybody heeds that warning. And unfortunately, there were a lot of people that stood behind them when there was a mandatory evacuation, and they're having the hardest trouble. And there's search and rescue crews going on right now. We continually see helicopters flying over us to the west towards where the center of the storm was, and you know, we're getting unverified reports of bridges collapsing and people still in the water, and search and rescue maneuvers happening right now because of that. But local emergency managers, they really can't do much after the fact. They don't have the wherewithal for that. That's when FEMA and Red Cross kicks in. All right, Rob, we'll leave it there. Thanks very much. Rob Marciano in Biloxi, Mississippi. This has been Your World Today. I'm Michael Holmes. I'm Hala Garani. Stay tuned after a short break. Another half hour of the program. Don't go away. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Wirbelsturm Katrina hat an der Südküste der USA eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Mindestens 50 Menschen kamen ums Leben. Weite Gebiete sind von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Strom. An der Küste Louisianas löste der Hurrikan eine Sturmflut aus. 3/4 von New Orleans stehen unter Wasser. Dann drehte das Sturmtief nach Osten ab und zog über Mississippi und Alabama. Besonders schwer betroffen ist die Region um Biloxi. Ein Mann schreit auf dem Dach seines Hauses in New Orleans verzweifelt um Hilfe. Der Grund? Ein Nachbarhaus ist in Brand geraten und die Flammen nähern sich.
Dieser Mann wird später gerettet, denn er konnte sich bemerkbar machen. Doch vielen anderen droht, auch ohne solche Brände, ein grausamer Tod. Auf der Flucht vor den steigenden Fluten mussten sie in ihren Häusern immer höher klettern. Nun sind viele in ihren Dachböden eingeschlossen, wo sie zu verhungern oder zu ersticken drohen. Nur wenn Rettungsmannschaften zufällig ihre Schreie hören, haben sie eine Chance. Dann zählt jede Minute, um ein Loch ins Dach zu schlagen und die Entkräfteten in Sicherheit zu holen. Solche Szenen spielen sich heute entlang der gesamten Golfküste ab und immer ist es das Gleiche. Bürger, die den Hurrikan unterschätzen und den Anweisungen der Behörden, die Stadt zu verlassen, nicht gefolgt sind. Die Verwüstung ist schlimmer als unsere schlimmsten Befürchtungen. Auch die materiellen Schäden sind beträchtlich. Einige Rückversicherer gehen schon von Kosten in Höhe von über 20 Milliarden Dollar aus. Präsident Bush kehrt wegen des Hurrikans schon morgen aus dem Urlaub ins Weiße Haus zurück. Heute besuchte er einen Marinestützpunkt in Kalifornien und warnte dort alle Evakuierten davor, in ihre Häuser zurückzukehren. Wir wissen, viele wollen sehnlichst nach Hause, aber das ist noch nicht möglich. Unsere Priorität ist Leben retten. Darum bemühen sich auch alle Katastrophenschutzdienste entlang der Golfküste nach Kräften. Hubschrauber, Boote, Spezialflugzeuge sind im Einsatz, um die letzten Verzweifelten aufzuspüren und in Sicherheit zu bringen. Oft kommt jede Hilfe zu spät, aber manchmal kommt sie gerade rechtzeitig und ein kleiner Mensch in Not bekommt zum zweiten Mal sein Leben geschenkt. Zur Lage im Katastrophengebiet jetzt live aus Baton Rouge, Christine Adelhardt. 5000 Mann der Nationalgarde sind im Dauereinsatz, um überwiegend mit Helikoptern die noch Eingeschlossenen zu retten. Hunderttausende Menschen sind in der Küstenregion auf der Flucht, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Dach über dem Kopf, ohne ärztliche Versorgung und das in glühender Hitze. Die Gouverneurin von Louisiana hat jetzt angeordnet, dass die Straßen hin nach New Orleans streng bewacht werden, denn immer mehr Menschen drängen dorthin nach Hause. Doch die Situation in der Stadt ist nach wie vor chaotisch. Zwar blieb das historische French Quarter vom Schlimmsten verschont, dort beginnen jetzt schon wieder die Aufräumarbeiten. Doch in anderen Teilen der Stadt steht das Wasser noch meterhoch und es kommt zu Bränden wegen zerstörter Gasleitungen. Der Bürgermeister befürchtet, das Gesicht New Orleans hat sich für immer verändert. Damit zurück nach Hamburg. Spontan rennt dieser Mann ins Wasser, um einem anderen zu helfen. Der Wagen droht zu versinken, doch der Fahrer schafft es in letzter Sekunde, genauso wie diese beiden. 3 Stunden hingen wir an einer Brücke fest, dann schwammen wir bis ans Ufer. Ich habe jetzt wirklich Respekt vor Mutter Natur. Nicht alle Rettungsaktionen gehen so glimpflich ab. Dutzende Menschen ertranken in den vergangenen Stunden. Der Tod einer Frau in der Stadt Biloxi, Mississippi, ist besonders tragisch. Wir hatten uns aufs Dach gerettet. Plötzlich brach das ganze Haus auseinander. Meine Frau auf der anderen Seite. Die Reporterin fragt, wo ist sie jetzt? Dann erzählt der Mann unter Tränen, ich kann sie nicht finden, sie ist weg. Ich habe versucht, sie festzuhalten, ganz fest. Da sagte sie schon, du kannst mich nicht mehr halten. Und dann noch, pass auf die Kinder auf. Selbst die Reporterin bricht während des Interviews in Tränen aus und fragt noch nach dem Namen. Wo gehen Sie jetzt hin? Ich weiß nicht, wohin wir gehen sollen. Wir haben doch nichts mehr. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Zur selben Zeit, 50 Kilometer weiter im Bundesstaat Louisiana, sind die Rettungsarbeiten noch in vollem Gange. Mit Äxten versucht die Küstenwache, Dächer aufzuschlagen. Überall dringen Schreie aus den Häusern. Die Rettung übers Dach in den Hubschrauber kommt gerade noch rechtzeitig. Zehntausende haben in den vergangenen 24 Stunden ihr gesamtes Hab und Gut verloren und Dutzende sogar ihr Leben. Lighting fixtures to a shoe, just loaded with mud there. Manuals, just pieces of bent metal, little pieces of trim to cars and so forth. It's just real devastation here. And as you look down the street here, you'll get a sense of what's going on. The mangroves are there, washed in along with the mud. It was a 25-foot storm surge. And I'm told as we point the camera down in that direction, the fire department just backed out of there, told us there's great concern that there are a number of fatalities in that part of town because many of the people decided to weather the storm. Now, speaking of weathering the storm, I want you to look at that video that we got from
strangely, a guy from California decided to come here and see a hurricane. So he flew in, he got up on that parking deck with his DV camera, and he captured this amazing storm surge as it rolled in, 25 feet in all, with 33-foot waves, as it took out house after house. Many people I have spoken to here endured Hurricane Camille in 1969, the previous literal and figurative high water for this part of the world, and have said this was by far worse than that. Now, another mile down the road this way, as you look past that broken traffic light there and that semi and the lighthouse, there is a collapsed apartment building. We can't get to it. The road is washed out, but we're told that in the midst of that surge, the apartment complex gave way, excuse me, and upwards of 30 people were killed there. Katrina's devastation extends far beyond the coastal states that have been declared federal disaster areas. Remnants of the hurricane spawned tornadoes in the state of Georgia, including Carroll County in the western part of the state. At least 30 homes, as you can see there, severely damaged or destroyed. More than 100 other buildings suffering lesser damage. To the north, the flood watch blankets all of Kentucky as the weakened storm dumps heavy rains. Up to half a foot of rain has already fallen. A 10-year-old girl drowned when she was playing in high waters and was swept into a culvert. U.S. residents far beyond the Gulf Coast are being affected by Hurricane Katrina. Everyone who drives a car, basically, can expect to pay even more for gas. Crews are flying out to check on the condition of the nearly 1,000 oil rigs in the Gulf of Mexico. The Gulf of Mexico provides about a quarter of U.S. oil production. There are also refineries in the region that could have sustained damage. Bush administration officials have said oil from the U.S. Strategic Petroleum Reserve may be used in case of a supply disruption. We'll have more on Katrina's economic impact later on World Business Today. Meanwhile, a break. Wirbelsturm Katrina wird die Lage in den Katastrophengebieten im Süden der USA immer dramatischer. Inzwischen rechnen die Behörden mit mehreren hundert Toten. Mehr als 1 Million Menschen sind obdachlos. Unter enormem Zeitdruck versuchen Helfer in den Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama Leben zu retten. Besonders verheerend ist die Situation in Biloxi und New Orleans, das Ganze im Wasser zu versinken droht. Zerschmettert und verwüstet. So wie in dieser Straße sieht es an einem 100 Kilometer breiten Küstenstreifen von Mississippi aus. Niemand weiß, wie viele Menschen noch unter den Trümmern begraben sein könnten. Allein in Biloxi rechnen die Behörden mit Hunderten von Toten. Verzweifelte Menschen irren umher und wissen nicht, wohin. Meine Familie hat überlebt, sagt diese Frau. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt warten sie darauf, dass nach 3 Tagen endlich Hilfe kommt. In New Orleans sind 2 Dämme gebrochen. Die Stadt geht regelrecht unter. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Schon jetzt stehen 80% der Fläche unter Wasser. Und noch immer warten unzählige Menschen auf Hilfe. Kann uns irgendjemand helfen, irgendwo da draußen? Helft uns doch. So groß ist die Katastrophe, dass jetzt nicht nur die Nationalgarde, sondern auch das Militär helfen muss. Angesichts der überforderten Hilfsmannschaften drängt die Gouverneurin von Louisiana den Präsidenten zur Eile. Ich habe den Präsidenten gebeten, uns alles zu geben und das heute. Wir brauchen ihn jetzt. Hilfe ist unterwegs. In einigen Stadtteilen von New Orleans versucht die Polizei inzwischen Plünderungen zu verhindern. Zugleich helfen anderswo Privatpersonen gegen den Willen der Behörden bei der Rettung, wie dieser Mann. Mit seinem Luftkissenboot transportiert er die Gestrandeten. Ich lade einen hier drauf und einen dort und bringe sie, wohin sie müssen. Im Superdom der Zufluchtsstätte für 20.000 bis 30.000 Hurricane-Flüchtlinge hat jetzt die Evakuierung begonnen. Die gestressten und erschöpften Menschen werden nach Texas gebracht in ein Auffanglager. In New Orleans herrscht wahrhaft Untergangsstimmung. Auf dem berühmten Friedhof treiben die historischen Särge, als sei die Seele der Stadt mit untergegangen. Zur aktuellen Lage in den Katastrophengebieten Christine Adelhardt, live aus Biloxi im US-Bundesstaat Mississippi. Die Situation hier in Biloxi ist verheerend. Überall irren verzweifelte Menschen durch die Trümmer ihrer Häuser, versuchen das noch zusammenzuklauben, was ihnen geblieben ist. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser, dazu ist es glutheiß. Die Notunterkünfte sind voll und die Zahl der Toten steigt. Allein 100 sollen es hier in Biloxi sein.
Die Rettungskräfte können die meisten Leichen noch nicht einmal bergen. Sie haben alle Hände voll damit zu tun, die Überlebenden zu versorgen. So kennzeichnen sie die Häuser nur mit Farbe, um zu sagen, unter diesen Trümmern liegen Leichen. Und die Bewohner, die Überlebenden sagen, wir kennen Biloxi, wir kennen unsere eigene Stadt nicht mehr. Damit zurück nach Hamburg. Zur Katastrophe in den USA bringt das Erste heute einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Der letzte Vorposten, wie gesagt, und ich denke, wir sind ungefähr eine Autostunde noch von New Orleans entfernt. Aus New Orleans sollen ja die noch verbliebenen rund 100.000 Menschen für Monate evakuiert werden. Wohin werden denn diese Menschen gebracht oder wohin sollen sie gebracht werden? Also der neueste Plan ist ja, dass der Superdome, in dem ja bis zu 30.000 Menschen Zuflucht gefunden haben, komplett geleert werden soll. Die Menschen sollen per Bus nach Houston, Texas gebracht werden. Das von New Orleans etwa eine 6-7-stündige Autofahrt. In Houston kommen sie dann in die nächste große Sportarena, haben allerdings den Vorteil, dass es dort Wasser gibt, dass die sanitären Anlagen also funktionieren, dass es Strom gibt, dass vor allem die Menschen auch mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und dergleichen versorgt werden können. Die Situation im Superdome, so hören wir hier, ist absolut katastrophal. Die hygienischen Verhältnisse sind absolut unmöglich. Vor allem Familien mit kleinen Kindern sind in großer Not und die werden auch vordringlich behandelt. Die bekommen natürlich zuerst einen Transfer rüber nach Texas, nach Houston. Was passiert denn mit den Menschen, die sich nicht evakuieren lassen wollen? Werden die gezwungen? Also man kann letztlich die Leute auch zwingen, man kann sie zu ihrem Glück zwingen, weil natürlich die Menschen, die da bleiben, die Aufräumarbeiten nicht unbedingt erleichtern. Zum anderen werden weiterhin Plündereien erwartet. Man muss einfach davon ausgehen, viele Menschen haben überhaupt nichts mehr. Sie hatten vielleicht einige Vorräte angelegt, aber hatten wohl auch nicht damit gerechnet, dass das Wasser noch so lange so hoch steht, dass es also keine Chance gibt, schnell wieder in die eigenen Häuser zurückzukehren, mit den Wiederaufbauten und den Renovierungsarbeiten zu beginnen. Das heißt, es ist eigentlich, solange das Wasser dort steht, nichts zu tun. Das heißt, umso eher die Menschen weggebracht werden, umso besser eigentlich auch für die gesamte Stadt. Christian, wir haben es ja auch schon in einem Bericht bei uns gesehen. Die Behörden, die Polizei lässt die Plünderer jetzt so gut wie 100%ig durch und lässt sie also dort die Geschäfte ausräumen. Ist das jetzt der Anfang zum totalen Chaos oder haben wir das bereits? Also man kann das schon durchaus beschreiben. Das ist ein Stück weit Anarchie, was dort herrscht. Jeder kämpft, man muss es so sagen, ums nackte Überleben. Und ich meine, wem soll man es verdenken, dass er versucht, vielleicht Nahrungsmittel für die eigene Familie, für die Kinder zu beschaffen. Da fällt es sicherlich auch den Polizeibeamten schwer, diese Menschen zu stoppen. Deswegen lässt man dem Ganzen seinen Lauf, zumal man es ohnehin nicht komplett unterbinden kann. Aber Sie haben recht, die Situation ist zurzeit völlig außer Kontrolle geraten. Christian Wild, vielen Dank nach Baton Rouge, der Hauptstadt von Louisiana. In manchen Teilen der betroffenen Gebiete versuchen Sicherheitskräfte noch, die Menschen von Plünderungen abzuhalten. Doch vielerorts, wir haben es gerade gehört, herrscht längst Anarchie. Hunger und Durst vor allem zwingen die Betroffenen in den Trümmern der Supermärkte, die letzten Lebensmittel zusammenzuraffen. Reporter unseres Partnersenders CNN haben sich davon ein Bild gemacht. Es gibt hier eine Hier ist alles umsonst Mentalität hier. Warum nehmen Sie denn diese Kleidungsstücke hier mit? Reden Sie doch mit uns. Die Polizei und die Nationalgarde sind einfach davongelaufen und haben... Fühlen Sie sich hier gut? Das ist doch falsch, was Sie hier tun. Nein, wenn es falsch wäre, dann wäre die Polizei doch jetzt hier. Sie sind hier ganz schön in Action. Sie sind gut beschäftigt worden. Ist das alles genommen worden? Ja, ich war oben im obersten Stockwerk und dann war ich unten, da ist dann alles gestohlen worden. Nun, man hört ständig die Militärhubschrauber und die Flutopfer mit wegbringen und sie zum Teil zu den Krankenwagen bringen. So viele Menschen sind hier gestorben und die Trauer ist groß, aber die Dankbarkeit ist ebenfalls sehr groß. Meinen Kindern geht es gut, Gott sei Dank.
Nicht allzu weit davon fahren wir durch eine Nachbarschaft und die Überschwemmungen sind sehr erstaunlichen Ausmaßes. Dies ist nur eine von vielen Nachbarschaften und nicht nur die einzelnen Nachbarschaften, aber der Innenstand sind 80% der Stadt von Neu-Orleans überschwemmt. Vieles davon ist nicht durch den Hurrikan entstanden, sondern durch die gebrochenen Deiche, die das Wasser dann hereingelassen hat. Wir suchen nach einer Familie in dieser überschwemmten Nachbarschaft und haben sie dann schließlich gefunden. Nun, seit 2 Stunden geht das schon so her. Und zur Flutkatastrophe in den USA, der ARD-Brennpunkt mit Jörg Schönenborn. Willkommen zum Brennpunkt aus Köln. Es ist ein Tag, der unsere Vorstellungskraft übersteigt. In Bagdad eine Massenpanik mit 1000 Toten und die Naturkatastrophe im Süden der USA nimmt Ausmaße an, die von Tag zu Tag schlimmer werden. Die Großstadt New Orleans droht vollständig zu versinken. Das Wasser in der Region steht meterhoch, Tendenz steigend. Erstmal ist alle Kraft darauf gerichtet, die Überlebenden zu retten, die sich auf Dächer und Speicher geflüchtet hatten. Ob die Todesopfer in der Region am Ende nach Hunderten oder nach Tausenden gezählt werden, weiß kein Mensch. Im Moment hat niemand Zeit, sich um sie zu kümmern. Die Lage in der Stadt ist völlig außer Kontrolle. New Orleans liegt von Dämmen und Deichen umgeben, unterhalb des Meerwasserspiegels. Und weil dieser Schutzwall durchbrochen ist, läuft die Stadt nun voll wie eine Schüssel. Die Behörden versuchen mit aller Kraft, jene 50, vielleicht auch 100.000 Menschen, die den Warnungen zum Trotz in der Stadt geblieben sind, zu retten. Unser Amerika-Korrespondent Tom Bureau berichtet. Selbst die Sonne ist ein Fluch für die Stadt am Mississippi. Sie heizt nur die schwüle Luft auf und beleuchtet das Elend auf der Erde. Eine Erde, von der immer weniger zu sehen ist. Hier eine der Dammstraßen, die New Orleans durchziehen. Jetzt sieht sie aus wie ein Kanal in Venedig. Die sogenannte Suppenschüssel läuft voll. New Orleans versinkt. Und überall Chaos. Die Gasleitungen der Häuser sind leck. So brechen mitten im Wasser Brände aus. Das Wasser bedroht längst auch den Superdome, das überdachte Footballstadion. Es war in den letzten Tagen die zentrale Notunterkunft. 10.000 Menschen sollen hier anfangs Zuflucht gefunden haben. Inzwischen hat man längst den Überblick verloren. Möglicherweise sind nun 30.000 Menschen in und um den Superdome herum. Drinnen ist es kaum noch auszuhalten. Mit solchen Buskonvois sollen in den nächsten Tagen bis zu 100.000 Menschen aus New Orleans nach Texas gebracht werden. Das Militär will alle, das heißt alle Überlebenden aus dem Superdome und der gesamten Stadt herausbringen. Wie diese Konvois Texas erreichen sollen, ist aber noch unklar. Denn die Hauptausfallstraße, die Interstate 10, ist vom Hurrikan praktisch in Stücke gerissen. Die Evakuierung betrifft auch die Sträflinge. Die Gefängnisse sind überschwemmt, genauso wie der Rest der Stadt. Nun drohen auch die Dächer zu überfluten. Die Insassen werden schon auf die letzten trockenen Straßenabschnitte gebracht und dort notdürftig in Schach gehalten. Die Stadt ist außer Kontrolle. Die öffentliche Ordnung ist praktisch zusammengebrochen. Plünderungen sind nicht nur an der Tagesordnung, sie sind die Regel. Viele haben auch gar keine Wahl. Verbrecherisches Plündern ist kaum zu unterscheiden von Mundraub, um das nackte Überleben zu sichern. Wir tun, was wir können, mehr ist nicht drin. Der Stoßseufzer einer Staatsmacht, die kaum noch Macht hat. Die Polizei hat mir gesagt, dass ich mich hier versorgen kann. Was soll ich denn machen? Ich nehme ja keine Kleidung, nur Lebensmittel. Wie man auf diesen Aufnahmen sieht, besteht oft auch der Eindruck, dass die Polizei sich selbst hier mit dem Notwendigen versorgt. Welchen Schluss sollen die normalen Bürger aus solchen Bildern ziehen? The Big Easy wird New Orleans im Volksmund genannt, die große Leichtlebige. Doch die Leichtlebigkeit ist verschwunden aus New Orleans. In den letzten beiden Tagen kamen die Bilder, die wir gesehen haben, vor allem aus der Luft. Unser Korrespondent Michael Heusen und sein Team haben es heute geschafft, wenigstens zum Stadtrand von New Orleans vorzudringen. Herr Heusen, was haben Sie erlebt auf Ihrem Weg durch das Katastrophengebiet? Ja, in diesem Moment, sehen Sie, ist die Leitung, die die ganze
die ganze Zeit über gestanden hat, zusammengebrochen. Ich bin sicher, wir schaffen das gleich wieder. Genau genommen haben wir es ja mit zwei Katastrophen zu tun. Eine Stadt, an der der Wirbelsturm eigentlich vorbeigezogen ist und die nun förmlich untergeht, und einem Küstenstreifen, den der Sturm voll erwischt hat. Mit welcher Kraft, das kann man sich vorstellen, wenn man hört, dass er ein komplettes Spielcasino, Fußballfeld groß, aus den Angeln gerissen und durch die Gegend geschleudert hat. Christine Adelhardt hat in einem Meer von Verwüstungen nach Spuren des Überlebens gesucht. Hier auf den Strand von Biloxi traf und von dem kleinen Küstenstädtchen nicht mehr übrig ließ als einen Trümmerhaufen. Dreck, Schlamm und Müllberge, soweit das Auge reicht. Biloxi, der Touristenort am Golf von Mexiko, ein einziger Haufen Verwüstung. Die Wucht des Wassers hat mit zerstörerischer Kraft gewütet. Den Menschen nur Zerstörung, Verzweiflung hinterlassen. Ihre Häuser, ihre Bleiben genommen. Wer geflohen war, kommt jetzt zurück. Überall irren Menschen umher, verstört, geschockt, entsetzt. In ihren Händen hält Christa ein paar aufgeweichte Fotos, ein kleines, verkratztes Herz, Erinnerungsstücke. Mehr hat sie in den Trümmern ihres Hauses nicht mehr gefunden. Mehr ist ihr nicht geblieben. Meine Nachbarn waren während des Sturms hier, erzählt sie verzweifelt. Als das Wasser stieg und stieg, sind sie in letzter Minute geflüchtet. Wie hoch ist das Wasser gestiegen? Es war enorm, höher als Camille, der Hurrikan damals, 1969. Da war ich auch hier, aber Katrina war viel schlimmer. Wenige 100 Meter weiter, diese Menschen hatten mehr Glück. Nachbarschaftshilfe, gemeinsam grillen auf der Straße. Ohne Strom und Wasser versuchen sie aus der Situation das Beste zu machen. Ihre Häuser noch bewohnbar, aber hinter ihnen liegt eine Horrornacht. 5 Stunden lang tobte Katrina über ihre Häuser, ohrenbetäubender Lärm und steigendes Wasser. Warum bin ich nicht geflohen, habe ich mich immer wieder gefragt, aber da war es schon zu spät. Dann habe ich nur noch gebetet für meine Familie und dass wir das überstehen. Jetzt warten sie auf ihre geflohenen Nachbarn, wollen die trösten, denen nichts geblieben ist. Notunterkünfte längst überfüllt, Hunderttausende obdachlos. Freunde von mir haben nichts mehr. Die Backsteine ihres Hauses hat es einfach weggespült hinaus in den Golf. Wenn sie zurückkommen, wollen wir für sie da sein, sie willkommen heißen. Biloxi gibt es nicht mehr, aber wir sind noch hier, trösten sich die Überlebenden. Von Stunde zu Stunde aber steigt die Zahl der Toten. Viele können noch nicht einmal geborgen werden. Katrina, dieser Name hat in Biloxi jetzt einen schrecklichen Klang. Im ganzen Süden der USA sind etwa 2 Millionen Menschen heimatlos, obdachlos. Die Stadt New Orleans wird auf Monate unbewohnbar sein. Ein Blick ins Internet, zum Beispiel in die Luftbilddatenbank Google Earth, hilft, sich vorzustellen, was und warum es passiert ist. Wir sehen auf der Aufnahme aus großer Höhe, wie die Stadt New Orleans von Wasser umgeben ist, im Norden der Lake Pontchartrain. Und wenn wir näher heranfahren, hier die Autobahnbrücke, deren Zerstörungen wir vorhin im Beitrag gesehen haben. Hier an der 17. Straße liegt ein Kanal mit Schutzwällen auf beiden Seiten, die auf einer Länge von 150 Metern eingebrochen sind. Amerikanische Katastrophenexperten haben die Überflutung der Stadt New Orleans schon seit langem als das Szenario Nummer 1 erwartet. Christoph Schneider berichtet. New Orleans, die Millionenmetropole, fast ganz versunken im Wasser und im Schlamm. Als der Hurrikan kam, drückten die Wassermassen in die Stadt. Vom Lake Pontchartrain im Norden, vom Golf von Mexiko im Osten und vom Fluss Mississippi südlich der Stadt kam die Flut. 2 Dämme zum See hin brachen auseinander. Das Wasser lief in die Stadt bis zu 7 Meter hoch und überflutete 80% des Stadtgebietes mit katastrophalen Folgen. Das Problem ist, je länger das Wasser steht und die geschilderte Vermengung stattfindet, umso größer ist die Gefahr des Ausbruchs von Seuchen. Also wer kontaminiertes Wasser zu sich nimmt und bei den Temperaturen irgendwas nach 48 Stunden muss man zu sich nehmen. Das beginnt mit Magen-Darm-Beschwerden, aber kann natürlich auch zur Diarrhoe führen. Aber es sind Tierkadaver auch damit betroffen. Über kurz oder lang werden sich Kolibakterien in dem Wasser bilden und da besteht einfach die Gefahr des Ausbrechens von Seuchen. Weil der Wasserspiegel höher ist als an normalen Tagen, funktionieren auch die über 20 Pumpstationen nicht.
Sonst halten sie die Stadt trocken, leiten das Grund- und das Sickerwasser ab. New Orleans liegt unter dem Wasserspiegel, fast wie in einer Wanne. Experten befürchten jetzt, dass der Wasserspiegel in der Stadt möglicherweise die Höhe des nahegelegenen Lake Pontchartrain erreichen könnte. Dann wird New Orleans in den Fluten endgültig versinken. Je länger das Wasser steht, umso mehr wird natürlich auch der Grund, auf dem gebaut wurde, beschädigt, werden die Fundamente der Häuser unsicher. Und es kann eine Frage der Zeit sein, wenn das Wasser noch sehr lange steht, dass man sich entschließen muss, ganze Teile abzureißen. Bis zu 7 Meter hoch steht das Wasser in New Orleans zurzeit. Im besten Fall, so heißt es, können etwa 30 Zentimeter pro Tag abgepumpt werden. Vorausgesetzt, die Pumpstationen in der Stadt funktionieren wieder. Im Superdome in New Orleans Zustände wie in einem Flüchtlingslager in der dritten Welt. Hunderte, die einfach mitnehmen, was sie in Supermärkten finden, ohne dass sich jemand daran hindert. Tom Burrow in Washington, diese Hilfsaktionen wirken seltsam unkoordiniert und hilflos. Ja, man fragt sich vor allen Dingen, wie es dazu kommen konnte. Denn das Problem, wie Sie ja gerade in dem Beitrag erwähnt hatten, ist ja schon seit längerem bekannt gewesen. Man muss sagen, 2 Faktoren spielen eine Rolle. Leichtsinn auf regionaler Ebene und Geldknappheit auf der Bundesebene. Seit den Terroranschlagen von 2001 ist die Priorität im Bundeshaushalt der Aufbau der Homeland Security Behörde, also dem Schutz vor Terroranschlägen. Dorthin fließt viel Geld. Der Irakkrieg frisst auch viel Geld aus. Seit 2003 ist der Strom von Bundesmitteln für Katastrophenschutz zu einem Rinnsal versiegt. Und regional etwas Leichtlebigkeit. The Big Easy wird New Orleans genannt. Und man hatte seit dem letzten Hurricane vor über 35 Jahren immer irgendwie geglaubt, das geht an uns vorbei. Was wird man jetzt tun, um 2 Millionen Menschen unterzubringen? Also einen richtigen detaillierten Plan scheint es noch nicht zu geben, aber es gibt die ersten Sofortmaßnahmen. 5 Schiffe der Marine sind von Präsident Bush, der Oberbefehlshaber ist, zum Golf von Mexiko, also nach New Orleans, beordert worden. Man plant Apartments, also Wohnungen anzumieten für die Obdachlosen, und man plant sozusagen flottieren, also Hotelschiffe, die wir ja aus Köln kennen, wenn Messezeiten sind, Hotelschiffe umzufunktionieren und auch sonstige Schiffe zu Notunterkünften umzufunktionieren. Ob es 2 Millionen Obdachlose werden, man hofft, dass es nicht so viel werden. 1,5 Millionen Menschen leben im Umkreis von New Orleans. Man hofft, dass nicht alle versorgt werden müssen und dass einige Häuser doch vielleicht noch über dem Meeresspiegel waren. 500.000 leben in der Stadt selbst. Tom Burrow, danke nach Washington. Leider jetzt höre ich, wir hätten doch wieder Kontakt zu Michael Heusen, wenn ich das Regiekommando richtig verstanden habe. Ich sehe bislang auf keinem meiner Monitore das Bild. Ich höre, wir haben ihn am Telefon, Michael Heusen. Ich hatte vorhin versucht, Sie zu fragen, schildern Sie uns doch bitte zum Schluss noch, was Sie auf Ihrem Weg durch das Katastrophengebiet erlebt haben. Ja, genau. Es geht mir wie Ihnen zu Hause. Das tut mir leid. Ich bin sicher, er wird sich in den Tagesthemen um 11:15 melden. Jetzt der Wahlcheck 05 mit Frank Blasberg, den ich Ihnen wirklich empfehle, gleich nach den Bildern des Tages. Das war der Brennpunkt aus Köln. Guten Abend. Mindestens 110 Menschen sind ums Leben gekommen, aber weit mehr Tote könnten noch in den Trümmern der zerstörten Häuser liegen. Denn die Retter sind noch nicht in alle Orte gekommen, die der Hurrikan Katrina verwüstet hat. Im Golf von Mexiko werden mindestens 20 Ölplattformen vermisst. Das hat die US-Küstenwache am Abend mitgeteilt. Die Folgen für die Umwelt sind noch nicht abzusehen. In New Orleans steigen die Fluten weiter. Nun sollen alle 100.000 Menschen, die noch dort sind, die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Die größte Rettungsaktion in der Geschichte der USA hat begonnen. Martin Leutke berichtet. Sie kommen von überall her. Stunden sind sie gefahren, um ihre Boote nach New Orleans zu bringen. Ob rostiges Angelboot oder Motorjacht spielt keine Rolle. In der untergehenden Stadt wird alles gebraucht, was schwimmen kann.
Beim nächsten Hurricane könnte es uns treffen und es wird noch viele Stürme geben. Deshalb machen wir alles, was möglich ist. Vielleicht brauchen wir selbst bald Hilfe. Wie dringend Boote benötigt werden in New Orleans, zeigen diese Luftaufnahmen. Fast die gesamte Stadt steht inzwischen unter Wasser. Viele Highways sind nur noch Skelette aus Beton. Bis zuletzt hatte man gehofft, dass wenigstens die Dämme halten. Vergeblich. Das ist der Kesseleffekt, den wir alle gefürchtet haben. Das Wasser füllt den Stadtkessel nun voll bis zum Rand. Tausende haben sich auf die Dächer ihrer Häuser gerettet. Es sind die letzten Inseln, die das Wasser noch nicht verschluckt hat. Sie alle müssen nun in Sicherheit gebracht werden, denn die Stadt wird komplett evakuiert. 2 bis 3 Monate lang wird New Orleans zu einer Geistermetropole ohne Einwohner. Dieser Mann wartete 40 Stunden lang in schwüler Hitze ohne Nahrung und Trinkwasser, bevor die Helfer ihn entdeckt haben. Ich habe ein Boot, aber es sprang nicht an und so musste ich auf dem Dach kampieren. Mein Hund und meine beiden Katzen muss ich im Haus zurücklassen. Wenig Platz für viele Bedürftige in den kleinen Booten. Haus für Haus, Straße für Straße fahren sie ab, bis die Schiffe voll sind mit Überlebenden. Meist dauert es nicht lange. Da schrie eine Frau um Hilfe, so dieser Retter, aber du kannst einfach nicht allen helfen. Das ist furchtbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Furchtbares gesehen. Auch der von Katrina stark beschädigte Superdome wird geräumt. In das Footballstadion hatten sich mehr als 20.000 Menschen geflüchtet. Hunderte Busse fahren sie nun über die unbeschädigten Brücken in ein anderes Stadion nach Texas. Zuerst bringen wir die Kranken und Schwachen raus, versuchen erstmal ein Krankenhaus für sie zu finden. Und als wäre nicht alles schon schlimm genug, ziehen auch noch Plünderer durch die Straßen. In der Nacht gab es sogar Schießereien. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ganze Kaufhäuser werden binnen Stunden leergeräumt. Ich habe mir Schuhe geholt und ein paar andere Sachen. Das brauche ich, um zu überleben. Ich hole mir nur das Nötigste, habe keine Kleidung mehr und brauche dringend etwas zu essen. Bei allem Leid, bei allem Chaos, es gibt doch eine gute Nachricht heute Abend. Der Wasserpegel innerhalb der Stadt steigt nicht mehr. Nun müssen der Damm repariert und die Pumpen wieder angeworfen werden. Erst dann wird New Orleans erneut bewohnbar sein. Doch das wird dauern, mindestens 3 Monate. Während New Orleans sich tagelang auf den Hurrikan vorbereitete, hatten die meisten Bewohner von Biloxi, 125 Kilometer weiter östlich, offenbar nicht mit dem Schlimmsten gerechnet. Weil Katrina die vorausberechnete Bahn änderte, wurde die kleine Stadt heftig getroffen. 30 Menschen starben allein in einem Wohnblock, den die Fluten weggerissen hatten. Thomas Walde war mit seinem Team heute in Biloxi oder was davon übrig geblieben ist. Die ersten, denen wir früh morgens in Biloxi begegnen, Polizisten. Viele sind unterwegs, demonstrative Präsenz. Im Moment achten wir auf Menschen, die möglicherweise plündern wollen. Oder auf Gestrandete. Nach ihnen suchen wir schon 2 Tage. Dies ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich kann es nicht beschreiben. Wenn Sie mich vor 2 Tagen gefragt hätten, ob ich mir das vorstellen kann, ich hätte es nicht gekonnt. Niemand dachte, dass sowas passieren würde. Die Deutsche Anke Rathmann lebt seit 5 Jahren in Biloxi. Sie arbeitete in einem Motel. Das gibt es jetzt nicht mehr und damit auch keine Zukunft mehr für sie. Gefühl, dass mein Leben, also hier in Biloxi, also nicht mein Leben, man muss irgendwo anders wieder anfangen, weil da ist keine Arbeit mehr hier für Monate, da ist kein Leben, also nichts Normales mehr, das hier vorhanden ist für die nächsten Monate. Mindestens 50 Menschen sind hier gestorben und unter den Trümmern werden weitere vermutet. Die zerstörten Häuser hat noch niemand gezählt. Home of the Indians, die Heimat der Football-Schulmannschaft, ist jetzt Notunterkunft für die, die ihr Heim verloren haben. Das ganze Haus, alles wurde überspült. Ich sprang auf den Speicher, um mein Leben zu retten. Alles im Haus ist verloren. Mein Mann hat hier gestern Abend ganze 10 Kartoffelchips zu essen bekommen. Und er war nicht der Einzige. Es ist eine Schande, finde ich, dass Menschen in Notunterkünften ohne alles auskommen müssen.
Keine Medizin für Diabetiker, nichts. Ich habe 3 Kinder, 1 behindert. Ich bekomme nichts für sie, nicht mal die Toiletten funktionieren hier. Ich habe nichts mehr, außer das hier. Aber ich habe mein Leben behalten. Vor dem Ortskrankenhaus steht nicht nur ein bedepperter Pelikan mit gebrochenem Flügel. Die Polizei hatte angeordnet, dass die Menschen Biloxi vor dem Hurrikan verlassen und wegbleiben. Warum sind sie dem nicht gefolgt? Ich wusste nicht wie. Ich hatte mich schon nach Florida in Sicherheit gebracht, aber dann machte ich einen Fehler. Ich kam zu früh zurück. Jetzt gibt es hier kein Benzin und keinen Ausweg mehr. Darauf zu vertrauen, dass es wie bei so vielen anderen Stürmen gut gehen würde, hat sich bitter gerächt. Katrinas Schlagzahl zu hoch für Biloxi und die Südstaaten der USA. CNN's producer Jim Spellman has been covering the disaster. A short time ago, he described the terrible living conditions in New Orleans to CNN's Wolf Blitzer. But there's really nothing they can do. I don't know where they would even take anybody that they would arrest. They're collecting all the looted material into police boats, they're just trying to keep the chaos to a minimum. Are you seeing people already suffering from lack of water, dehydration, potentially from disease, infectious diseases that could be spreading in New Orleans? There was a man on the I-10 overpass right at the Superdome trying to get the attention of anybody to bring first aid help for his wife, who he said that she needs medical attention right away, something wrong with her heart. Nobody up there has any food. Today is the first day when I think lack of water is starting to really become a problem. It's about, must be in the 90s, extremely humid here, and people are just baking out on these highways, nowhere else for them to go, everywhere else is flooded. Oh, and actually right now, Wolf, I'm seeing smoke pouring out of a building here, right at the corner of Bourbon and Canal Street, thick black smoke. So where there's smoke, there's usually fire, Jim, so I assume that there's a fire going on. We saw several fires erupting yesterday in New Orleans. You're a tall guy, Jim. How high is the water in the area where you are right now? Well, we're up on a dry spot. If I walk another block, it's waist high, and waist high from Canal and Bourbon to the Superdome and beyond. On the other side, then there's a thin patch where we managed to make our way over there. That's dry near I-10, and then the other side of I-10 was our first look at that today. As bad as anywhere we've seen, up to the windows of houses as far as we could see. Now, there are so many stories of heartbreak and despair in the aftermath of Hurricane Katrina. One woman who's desperate to find her husband spoke to our Miles O'Brien. The night before we left to go from our mobile home, and my husband was still trying to fix things around there and found my little girl's cat that she got for her birthday, and we wound up bringing my kids to my mom's house and some of the stuff that I had, and my understanding I was going to go back and get them, and by the time I was able to go back and get them, it was too late, and he told me, no, just stay, because the winds were starting to pick up, and my stepdad and my mom said, no, don't leave, and we stayed there, and I had contact with him all through the storm, and he called me quite a few times, and he was in the bathtub, and I could hear the wind going around the trailer, and it was horrible sounding. I mean, it didn't sound like that where we were at, but it was horrible sounding, and it was. When I finally was able to, during the eye of the storm was the last time I talked to my husband. And my kids told him that they loved him and they wanted him to come up with us. And he told them as soon as the storm was over to get out, he was going to come to us, but I haven't seen him since. I've been looking all over the place for him. You went back to the mobile home, of course. What did you see there? My mobile home has got at least 10 trees on top of it. There's no structural damage. I'm sure that once the trees finally start setting in more, it's going to wind up caving in through the house. I know he got out because he took his good shoes off and put on his work shoes. I'm being optimistic. I have children that cry to me at nighttime that they want their daddy. And I promised them that their daddy would come home, and I don't want to break it to my kids. I don't want to. That was Ashley Marcuson, whose husband is missing, speaking earlier to Miles O'Brien.
Well, the aftermath of Hurricane Katrina brought out the best in people, with neighbor helping neighbor, but it has also brought out the worst in others. Art Raskin reports. You know what's happening on TV? Man, you tripping, man. There is a free-for-all mentality here. No, talk to us about this. Why are you taking these clothes? Police and National Guard troops have simply walked away from much of it. You're set. Yeah. And you feel good about that? Yes. I mean, you wouldn't feel good about it. It's wrong. It's blatantly It's not wrong. If it was wrong, police would be out here right now blocking it off. You know, everybody getting up. They have been kept busy making rescues. You thought the waters were gonna take you? Yes. And I was upstairs in my house, but I can't last without food and water downstairs. I done lost everything. There is a consistent run of military choppers shuttling flood victims. Some are raced away in ambulances. Others can only sit and weep. So many lives have been lost here. The grief is enormous, but gratitude runs high. But my children is all right now. I'm so happy, thank God. Everyone's okay. Not far away, a ride through a neighborhood. The flooding is absolutely amazing. This is just one of dozens of neighborhoods, and not just neighborhoods, but downtown, 80% of the city of New Orleans. Most of it was not caused by the hurricane, but instead because of broken dikes that allowed the waters to come in. We were searching for a family deep in this affluent neighborhood. We eventually found them. Very fast. Within 2 hours, there's already in The first floor is completely covered. Within an hour, 2 hours. Well, that was Art Raskin reporting there. Well, half a world away, Typhoon Talim is lashing Taiwan. The storm is prompting fears of flash floods and landslides. Winds near the center of the typhoon are gusting to 227 kilometers per hour. The government has warned people to stay away from coastal areas. And just a short while ago, I spoke with Ting Wai-tu, a reporter at Taiwan's ETTV. He described the situation. It's pretty much already hit Taiwan. It is this time. It's usually typhoons hit the south of Taiwan much harder, but this time they're actually focusing on passing through the north, and that's where the capital is. And for one thing, before I left the office, I mean, our anchors there was actually shaking in the building, and our anchors actually said, "Hey, you know, there was an earthquake," but it turned out the winds are so strong that it's actually shaking the building, and we're on the 11th floor. And when I left work, that was around like what was it? It was about like probably 11 a.m. Eastern time, and when I went out there, winds were strong. I could barely walk. I right across the street, I saw a bus. I mean, I think the bus driver just hit his bus because he was afraid it was just gonna be blown over. I mean, that's how strong the winds are right now. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen an einem dieser Tage, die bedrückende Nachrichten bringen. Sowohl aus dem Süden der USA, wo die Situation dramatisch wird, als auch aus dem Irak, wo bei einer Massenpanik fast 1000 Menschen gestorben sind. Unsere Themen: Not und Flucht. Katrina hinterlässt ein verwüstetes Land. Angst und Panik. Eine Pilgerreise endet im Tod und Mut und Aufbruch. Die SPD kämpft um ihre Zukunft. Der Hurrikan selbst ist längst zum harmlosen Tropensturm heruntergestuft, aber was er hinterlassen hat, ist eine Katastrophe. Das Wasser in New Orleans zum Beispiel steigt nach wie vor, obwohl schon jetzt 80% der Stadt überflutet sind. Verhängnisvoll dabei ist, die Stadt liegt zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels und gleich an 3 Seiten am Wasser. Das war immer schon sehr gefährlich und wirkt nun verheerend. Zunächst trieb der Sturm Meerwasser in die Stadt, dann brachen 2 Dämme, die wir hier mit Kreuzchen gekennzeichnet haben, einer am Kanal und der wichtige im Norden an dem riesigen See Pontchartrain. Und weil es bisher nicht gelang, diese Dämme wieder abzudichten, strömt das Wasser immer weiter und selbst die Stadtteile, die über dem Meeresspiegel liegen, werden überschwemmt.
Das heißt, bleiben darf dort niemand mehr. Und New Orleans ist nur einer der Orte, die im Moment versinken. Thomas Berbner berichtet. 2 Tage nach dem Sturm verschafft sich der Präsident einen ersten eigenen Eindruck von der Lage im Katastrophengebiet. Wenn auch zunächst nur aus der Luft. Auf seinem Weg von seiner Ranch in Texas nach Washington macht die Air Force One einen Abstecher über New Orleans, der schwer getroffenen Stadt, in der das Wasser noch immer steigt. Die Maschine über dem Superdome der zentralen Notunterkunft, in der sich am Ende bis zu 23.000 Menschen aufgehalten haben. George Bush und das mitgereiste Pressekorps sehen zum ersten Mal mit eigenen Augen die überfluteten Häuser in New Orleans. Da ist alles weg, sagt der Präsident zu seinem Pressesprecher. Der Bürgermeister der Stadt geht inzwischen von Hunderten, wenn nicht gar mehr als 1000 Toten aus. Der Superdome wird jetzt evakuiert. Die Menschen werden in Bussen nach Houston, Texas gebracht, in ein anderes Stadion. Alle Bewohner sollen New Orleans verlassen. Das Militär rückt ein. Es soll die Ruhe in der Stadt wiederherstellen. Die Polizei war bisher nicht in der Lage, Plünderungen zu unterbinden. Für die Beamten ist kaum zu unterscheiden, wer nur Lebensmittel und Decken nimmt oder sich nach dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung bereichern will. Der Polizeidirektor von New Orleans spricht von chaotischen Zuständen. Teilweise versorgen sich Beamte sogar selbst in verlassenen Supermärkten. Die Polizei selbst hat mir gesagt, dass ich hierher kommen soll. Ich nehme doch keine Kleidung, nur Lebensmittel. Auch die Gefängnisse der Stadt wurden überflutet, die Häftlinge auf höher gelegene Straßen gebracht und dort bewacht, so gut es eben geht. Eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen der Stadt liegt in Trümmern. Noch schlimmer sieht es an der Küste des Bundesstaates Mississippi aus. Bisher sind in Mississippi 110 Tote bestätigt. In der Kleinstadt Biloxi allein soll es nach Angaben eines Sprechers aber vermutlich mehrere hundert Tote gegeben haben. In New Orleans gehen die Rettungsarbeiten weiter. Das Verteidigungsministerium hat die größte Rettungsaktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten gestartet. Helft uns, haben diese Menschen auf eine Tür geschrieben. Helft uns steht auf diesem Schirm. Wir sind hier 5 Personen. Ein Diabetespatient wird mehr als 48 Stunden nach dem Hurrikan gefunden. Mehr als 3000 Menschen wurden allein in Louisiana bisher aus der Luft gerettet. Auch für die Rettungskräfte von Armee und Küstenwache eine gefährliche Arbeit. Ein Hubschrauber wurde bereits während einer Rettungsaktion vom Boden aus beschossen. Die Kleinstadt Biloxi im Bundesstaat Mississippi ist neben New Orleans am stärksten betroffen. Seit gestern schon berichtet Christine Adelhardt für uns von dort. Mindestens 110 Menschen sollen dort ums Leben gekommen sein, Frau Adelhardt. Wie stellt sich die Situation jetzt dar? Ja, Biloxi, das ist ein einziger Trümmerhaufen und die Behörden haben keinen Überblick darüber, wie viele Tote sich möglicherweise in diesen Trümmern noch befinden konnten. Wir sind hier selber auch unterwegs gewesen, haben Aufnahmen von der Stadt gemacht und sind auch da an Stellen gekommen, wo Teile von Körpern aus den Trümmern herausragten. Hilfsmannschaften haben das notdürftig mit weißen Tüchern abgedeckt. Niemand hat Zeit, um tatsächlich die Leichen hier zu bergen. Viel zu sehr sind die Einsatzkräfte hier damit beschäftigt, den noch Überlebenden zu helfen. Denn hier sind Hunderttausende in der Küstenregion obdachlos, es gibt kein Wasser und kein Strom. Also die schlimmsten Befürchtungen, die man hatte, die sind hier eingetreten. Und was machen die Überlebenden nun? Sie sind erstaunlich ruhig. Wir sind hier durch die Stadt gefahren, haben lange, lange Schlangen vor den Supermärkten gesehen. Dort stehen die Menschen in Gluthitze, oft 4-5 Stunden lang, in der Hoffnung, noch etwas zu bekommen. Allerdings werden hier die Vorräte in den Supermärkten knapp. Vor allem für ältere Leute ist es sehr schwierig. Im Krankenhaus hier nebenan, habe ich gesehen, kommen immer wieder Leute an, die dort wenigstens versuchen, ein bisschen Kühlung zu erhaschen, weil hier ist es wirklich glutheiß. Aber auch dort funktioniert nur noch eine Notstromversorgung. Erstaunlich ruhig, wie ich finde, die Menschen sehr gefasst. Wo man sich helfen kann, hilft man sich. Und alle warten ab, dass irgendwann dann die Zeit gekommen ist, dass sie mit dem Aufräumen beginnen können. This is a wider aerial shot now from the city of New Orleans. Northwest of New Orleans. We're hearing that this is in fact
or rather I should say this is an aerial view of a major interstate highway. As you can see, hundreds of people appear to be camped out. Presumably, well, we've heard from officials that there is no food, no water, no power in this situation. These are people who are just trying to get the very basics in life. There are women and children in here trying to find a way to get out of the city. The mayor of New Orleans, Ray Nagin, had said earlier on Wednesday that everybody had to move out, that the place was just uninhabitable and it just would not be inhabitable for 2 to 3 months. It's an absolutely dire situation there. The Chief of Homeland Security in the United States, Michael Chertoff, is speaking about Hurricane Katrina and its aftermath. Let's listen. Governor Riley. Just today, President Bush responded to requests of these governors to waive the cost share requirement for emergency response activities. That means that the federal share of the costs will increase from the current 75% to a full 100%. Before Hurricane Katrina had made landfall, the president declared emergencies in these areas, and that allowed us to pre-position and start to distribute resources in the affected areas. We pre-positioned 18 disaster medical teams, medical supplies and equipment, urban search and rescue teams. All of these were pre-staged, along with millions of meals ready to eat, liters of water, tarpaulins, and truckloads of ice. By pre-positioning these resources, we were able to speed our ability to deliver these necessary supplies. In addition, we continue to pour in additional supplies every hour in this area. Massive quantities of water, ice, and food, 5.6 million MREs, over 13 million liters of water, thousands of generators, blankets, and cots. We've deployed more than 50 disaster medical teams and 28 urban search and rescue teams with nearly 1,800 personnel who've rescued, as I said, hundreds of victims and continue to provide medical care to survivors. I want to take a moment to explain one of the unusual challenges of this disaster. Unlike other hurricanes we've seen, where the destruction occurs, the hurricane leaves, and then we can come back into a stable area, this was really two disasters. There was the initial hurricane, and then there followed the flood. The act of flooding and the continued challenge of dealing with water levels that can be anywhere from 3 to 4 to 8 feet have dramatically impeded our ability to actually get these supplies into New Orleans. This has really created a double challenge. We're not only confronting the original disaster of the hurricane, we're confronting the ongoing disaster of the flooding. And for those who wonder why it is that it is difficult to get these supplies and these medical teams into place, the answer is they are battling an ongoing dynamic problem with the water. We're hoping as we turn that around, that is going to ease the problem. And of course, the key to resolving the problem is to finally move the people out of New Orleans. Other federal agencies, of course, besides DHS, have been very actively involved in providing aid. The Department of Health and Human Services has declared a public health emergency for the affected areas and is establishing a network of 40 medical shelters that will have a 10,000-bed capacity and a staff of 4,000 to care for victims. And as you know, yesterday, EPA and the Department of Energy took steps to alleviate the pressures that this disaster has placed on our nation's food supply. Now, of course, a critical element of what we're doing is the process of evacuation and securing New Orleans and other areas that are afflicted. And here the Department of Defense has performed magnificently, as has the National Guard, in bringing enormous resources and capabilities to bear in the areas that are suffering. With that in mind, let me talk in particular about two things that I think are going to be of interest to everybody. First of all, what is the situation in the Superdome? We began evacuating yesterday evening from the Superdome. At this point in time, 1,500 special needs people and approximately 2,000 general population have in fact been evacuated from the Superdome. The special needs people go to medical facilities. The general population people are going to Houston. We have had 200 buses that have already left carrying people, either special needs or general population, to their destination. We have an additional 200 buses that have arrived that we are in the process of loading. And the governor has ordered 500 school buses from around the state that are on the way. Each regular bus has a capacity of approximately 35 to 40 people. The school buses, I think, carry 75 people.
This gives us a capacity to move large numbers of people, and as we get more buses, the tempo of that movement will continue to increase. The fact of the matter is the Superdome is secure. Understandably, there are crowd control issues. People are anxious, they're impatient, they're hot, they're tired, they want to get someplace else. That is more than understandable. The National Guard has several hundred people present. The city police are present. They are managing the crowds. There was a shooting incident yesterday. The incident was resolved with a leg wound to a National Guardsman and the subsequent arrest of the person who was involved in the shooting. In the city at large, we're obviously very concerned to make sure that good order is maintained. There have been isolated incidents of criminality. We've all seen pictures of looting. But let me tell you that we have a tremendous array of forces that are currently deployed in New Orleans. As we speak, in addition to local law enforcement, we have 2,800 National National Guard in New Orleans as we speak today. 1,400 additional National Guard military police trained soldiers will be arriving every day. 1,400 today, 1,400 tomorrow, and 1,400 the next day. In effect, what that does is it adds the entire membership number of the New Orleans police force every day to the pool of security personnel who are in New Orleans. We will have more than quadrupled, using National Guard, more than quadrupled the number of security personnel who are available to maintain order in the city. I've spoken to the governor, spoken to the General Honoré, who is the general in command of the Joint Task Force. Everybody is confident of the ability to maintain order and is committed to continuing to do so as we finish up the evacuation operations. We are also, by the way, mindful of the situation in Mississippi. There, of course, we don't have the extensive flooding, but we have a destruction of a number of coastal communities. We've been talking to Governor Barber. There are substantial National Guard personnel on the ground in Mississippi assisting in maintaining order there. As of last night, there were 2,700 National Guard in Mississippi. By the end of today, there'll be 6,000. And ultimately, we envision 9,500 National Guard deployed in various places in Mississippi. So with these National Guard forces, hundreds of law enforcement people who are coming into New Orleans from other parts of Louisiana and other parts of the country, we are going to have a security force present in New Orleans and in Mississippi that is many, many times the usual police force that you see on a normal day. With these security forces in place, with the National Guard and the police in place, we will expeditiously finish the task of evacuating the remainder of the population of New Orleans that has to be removed. We will get them to shelter, and then we will begin the somewhat longer-term process of getting them into a permanent place of residence or a semi-permanent place of residence and draining the water, starting to clean New Orleans, and then moving on with reconstruction. We're going to have reports from a number of other people here. I'm going to first I'd call on Attorney General Gonzalez and then Assistant Secretary McHale from the Defense Department, General Bloom, who's the head of the National Guard Bureau, Admiral Whitehead from the Coast Guard, and Patrick Rohde, who is the Deputy Director of FEMA, will all be speaking to you. Let me remind everybody that this is, without a doubt, still a very, very dangerous situation on the ground in these areas. We encourage people not to engage in self-help, not to try to go back and see what the circumstances are with respect to their houses or possessions. We also know that many, many people want to contribute. For guidance as to how to contribute to this effort to clean up and rebuild in New Orleans and to address the urgent needs of the people who have been suffering, please go to the FEMA website, www.fema.gov, or the American Red Cross website, www.redcross.org. The recovery from this hurricane will take many months, and it will take the spirit and the willpower not only of the citizens of the communities that were afflicted, but of every single American. We have met this challenge when there have been disasters overseas. We will meet this challenge in a disaster of this magnitude in our own country.
You've been listening there to Michael Chertoff, the head of the Homeland Security Department in the United States there, detailing the federal response to Hurricane Katrina, saying that a public health emergency has been declared, 40 medical shelters set up or about to be set up, 10,000 beds, also detailing some of the evacuation plans from the Superdome in New Orleans, and saying also that some forces, massive forces, have been deployed to respond to the emergency situation in Louisiana and the other states affected. There have, as you would know by now, been many tales about the struggle to get out of New Orleans. It is now a very long and very difficult journey filled with the hazards we've been discussing. Our own John Zarella covered the situations in New Orleans from the start. He was forced to leave eventually by, like so many others. He tells us his own story now. The hotel was being evacuated. Before we could leave, we had to change a tire in the darkened parking garage. In knee-deep water in the garage, women and children were lifted into the back of high-riding pickup trucks. We made our way out behind the other evacuees. We drove on the sidewalk on Common Street, the lowest water, but still up to the wheel wells. Our 7-vehicle caravan regrouped on Canal Street, where we dropped off with the police 6 hotel evacuees who we had ferried out. While we waited to move on, cameraman Mark Biello talked with 3 young men who admitted looting, but said there was a reason. NOPD, the police, whatever y'all want to say, took our shoes and made smell a partner in his face for no reason because we were walking down the street. Talking about, guns do we have guns? Do we have a gun? Do I look like I have a gun on me? With no shirt on, no shoes. They took our shoes. Put your face down. We don't got us some new shoes. Don't worry about that. That's why we got new ones. On Canal Street, people walked in a daze. Water lapped against buildings. Storefronts smashed. It was impossible to know whether it was the hurricane or the looters or both that had done the damage. From Canal, we wound our way through side streets. It took more than an hour to make it to Highway 90. Producer Silvio Carrillo snapped a picture of Air Force One. The president was getting a bird's-eye view of the destruction as he returned to Washington. The traffic on Highway 90 was heavy in both directions. Heading out of New Orleans, a steady stream of evacuees. Heading in, convoys of relief supplies. In the days and weeks ahead, this will be a road much traveled, a road of misery and of hope. John Zarella, CNN, Baton Rouge, Louisiana. And John is with us here now. John, welcome. What an experience for you. I know worse for those who live there and are still there going through it. But you were trapped in the hotel. I think it's difficult for people to appreciate just how uncomfortable the situation is there. Temperatures in the 90s, humidity through the roof. What's it like? Yeah, and we had it better than obviously tens of thousands of people who are still stuck there on the streets of New Orleans. But you have, in the hotel, you had water up 1.5 feet in the lobby. You're traipsing through this infested water, already disease-ridden water. There's garbage floating down the street, floating into the hotel. And, you know, the temperatures you get by, you've got bottled water you're drinking, but you can't use any water. You can't bathe, you can't wash. And that's what these people are all going through. But what amazes me most is we made it out. And it took us about 2.5, 3 hours to make the whole journey. But the way we came out was high ground. There was no water on the streets there after we got through the initial part of the city and to Highway 90. And to think that it's so difficult for others to either get in with supplies or get out, it's hard to imagine. When you look at, I mean, we heard Michael Chertoff there say that massive forces have been deployed and that kind of thing. But then when we hear the reporters on the ground, it seems like many of them are saying, well, you know, these people are stranded. They don't really have evacuation options right now. Is that what you saw? And also this thing about gunfire and that. What type of situation are we in when rescuers are afraid of getting shot? Every day we looked at the situation getting increasingly worse on the ground there, and we had said we were probably not victimized because our hotel was surrounded by water. So it was very difficult for looters or anyone to get to us and the other people that were stranded in our hotel. But it kept getting progressively worse, and we did not see in the 4 days that I was there any level of military. And the police in the streets of New Orleans were basically telling us yesterday as we were leaving, well, the only reason we're here on Canal Street is because we have nowhere else to go. The police stations are all underwater and inoperable. And why can't they arrest the looters? Because what are they going to do with them? Where are they going to put them? Where do they put them? No infrastructure. Are you stunned? You stunned at what you saw?
Yes, I'm stunned at what I saw. I had known from many, many years of reporting on the New Orleans worst-case scenario that something like this could happen. But when you see it firsthand and then see it continue to spiral out of control day after day, it's mind-boggling. And what are people telling you when you're there? What are they telling you? What is the level of frustration? We were talking before we came on camera about the level of tension that's in the air where it could just snap. But what are they telling you? Well, we had a man, we were reporting from the 10th floor, 15th floor of the hotel garage one night, and there was a man who was standing on inside of another building yelling out the window to us that he and his family had barely escaped with their lives from their neighborhood because they were absolutely being ravaged by looters and the violence was out of control. In some sections, it's almost like complete anarchy. The people are all sitting there going, you know, where's the help? We can't get out. But it's almost like what are the options left to people there right now? I mean, having been there, you hear 2,000, 3,000 soldiers or National Guard. It doesn't sound like it's going to be enough. No, it really does not. You know, given the level of problems that exist in the city right now, 2,000, 3,000 boots on the ground, you know, is probably barely enough just to handle what's going on in the central part of the city of New Orleans, the French Quarter, the downtown area, you know, which has already been so ransacked and so looted. It's horrible. We were talking before too about just the level of tension that one experiences in places just before something bad happens. Yeah. You felt that? Yeah, we did. The mayor had gone on the air yesterday morning very early. We were getting ready to do some live reporting out of there, and he says, listen, we think there could be another 5 feet of water in the city, the more levees may break, et cetera, et cetera. And we kind of got that feeling in the pit of our stomachs that, you know what, if we're going to go ahead and try to get some of us out now who are exhausted, and the network was going to rotate other people in, if we were going to make it out, this was the time to do it. You have that gut feeling, as you know, from all the years of reporting. It's just, and it was the wise thing to do. Yeah. Sorry, go ahead. No, I just had I mean, when you look at this, you imagine public health, I mean, you know, the diseases, waterborne diseases, and in the developing world, you're familiar with this kind of issue arising after this kind of disaster. What about for New Orleans? Or, I mean, rather the tri-state area that was I don't think, you know, in this country, it's something that we don't deal with. Yeah. You don't have an experience with. It's a whole different, you know, different level of experience. To see this, you know, you touched on it too. I mean, Harlow, I was going to say the same thing. You touched on this earlier. The water, when you look at it, you see that oil sheen on top. Now, what's in there? There's oil. There's gasoline from gas stations. There's chemicals from factories. There's trash, rubbish, human waste. Human waste. All of it. I mean, we saw it just floating down the streets, and that's only within the first 3 days of this. Imagine what it's like now. They're walking through it. We walked through it. You know, and there is absolutely no level of sanitation. It's gone. It does not exist. And there's no water. There's no food. There's nothing. It's very difficult to comprehend. It really is. It's great to have you here with us. And, thank you for having me. Congratulations on getting out as well. John Zarella, hopefully going to get some sleep now. A little bit. All right, good man. Thanks so much for your reporting. John Zarella, thank you. Als sich in der Nacht zuvor im Superdom die Nachricht von der bevorstehenden Evakuierung herumspricht, beginnt der Kampf um die Plätze im Bus. Längst geht es nur ums eigene Überleben. Wir wollen hier nur noch raus, sagen alle, denn hinter ihnen liegen 3 unerträgliche Tage in Gestank und Hitze. Dieser Dom hatte nichts Himmlisches an sich. Er wandelte sich stattdessen von einem lebensrettenden Schutzraum zum Gefängnis. Ein schreckliches Höllenloch, sagen manche. It's a hellhole. It's very miserable in here. Die Evakuierung aus der Luft musste unterbrochen werden, nachdem auf einen der Hubschrauber geschossen worden war. Zu den Superdom-Flüchtlingen hatten sich Tausende andere gesellt, die hofften, auf diese Weise die Stadt verlassen zu können. 500 Busse sind bereits unterwegs in Richtung Houston, Texas. Die ersten kommen noch in der Nacht in Houston an. Dort erwartet die Flüchtlinge wieder eine Massenunterkunft, aber darüber denkt jetzt keiner nach. Die 500 Kilometer Fahrt dauern nur wenige Stunden und dann beginnt für die Flüchtlinge wieder das Warten. Es war eine harte Reise. Ich habe 4 Menschen verloren, die wohl ertrunken sind. Es ist einfach alles unglaublich.
Auf sie und die anderen wartet ein zwar sauberes, aber völlig unzureichendes Massenlager. Die Helfer haben Betten für Hunderte aufgestellt. Das Rote Kreuz und der Katastrophenschutz können bis zu 25.000 Menschen unterbringen. Für 4 Wochen. Aber auch dann, das weiß man schon jetzt, werden sie nicht in ihre Stadt zurückkehren können. Wenn das Ausmaß der Katastrophe unsere Vorstellungskraft übertrifft, hilft manchmal der Blick aufs Kleine, auf einzelne menschliche Schicksale. Thomas Bertner über eine Säuglingsstation in New Orleans, über Kinder, deren Leben mit einer Katastrophe beginnt. New Orleans am 3. Tag nach der Katastrophe. Die meisten Krankenhäuser der Stadt evakuieren ihre Patienten, auch die kleinsten. Auch das Ochsner Krankenhaus in New Orleans hat die meisten Patienten aus der Stadt gebracht. Nur eine Station erhält den Betrieb noch aufrecht. Den Ärzten und Schwestern der Frühgeborenen-Station erschien es zu gefährlich, die schwachen Säuglinge dem Stress einer Verlegung auszusetzen. Seit Sonntagabend versuchen sie jetzt, das Leben ihrer kleinen Schutzbefohlenen zu retten. Der Schichtbetrieb hat sich längst aufgelöst. Ärzte und Schwestern arbeiten rund um die Uhr. Das Personal hatte sich auf den Hurrikan vorbereitet, so gut es eben ging. Die Frühchen wurden vom obersten Stockwerk des Krankenhauses in eine der unteren Etagen gebracht. Diese Sturmböen verursachen mehr Schaden, je höher man im Gebäude ist, erklärt die Oberschwester. Eine Verlegung nach unten erschien uns einfach sicherer für alle Beteiligten. Das Krankenhaus überstand den schrecklichen Sturm ohne größere Schäden, auch die Säuglingsstation. Wir hatten eine Menge Wassereinbrüche, erklärt der Oberarzt. Unsere größte Sorge war aber die grundsätzliche Stabilität des Hauses. Aber das Gebäude hat ganz gut standgehalten. Den kleinen Patienten auf der Frühgeborenen-Station geht es 3 Tage nach dem Hurrikan den Umständen entsprechend gut. Der kleine Hayden ist erst 3 Wochen alt und eines der schwächsten Kinder auf der Station. Die Schwestern haben über seinem Bettchen eine Plastikplane angebracht, weil auch hier Wasser durch die Decke dringt. Hayden überlebt nur, weil er permanent an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen ist. Bisher sichern Notstromaggregate die Energieversorgung. Das größte Problem ist ein kompletter Stromausfall. Nur wenn die Maschine permanent läuft, wird Hayden richtig mit Sauerstoff versorgt. Wenn die Generatoren versagen, können die Ärzte und Schwestern die Pumpen nur noch per Hand betreiben. Sie müssen dann darauf achten, die richtige Drehzahl einzuhalten. Nur dann überleben die kleinen Patienten. Wie Haydens Eltern haben auch die anderen Väter und Mütter schweren Herzens der Evakuierungsanordnung Folge geleistet. Sie hoffen, dass Ärzte, Schwestern und ihre kleinen Kinder durchhalten, bis die schlimmste Krise vorüber ist. In Washington begrüße ich jetzt unseren Studioleiter und Korrespondenten Tom Buru. Tom, die große Rettungsaktion scheint langsam und spärlich anzulaufen. Wie kommt das, dass die Großmacht USA hier so ohnmächtig wirkt? Die Bundesregierung beteuert, dass 2 Katastrophen auf einmal einfach zu viel seien. Einmal die zerstörerische Kraft der Winde des Hurrikan und zum anderen die Flut, verursacht durch die gebrochenen Deiche bei New Orleans. In diesen Sekunden geht gerade eine Pressekonferenz aller verantwortlichen Bundesbehörden zu Ende, inklusive des Verteidigungsministeriums. Und da sagte der Vertreter der Katastrophenschutzbehörde, glauben Sie es oder nicht, Tina, die Deiche, man hätte nicht damit gerechnet, dass die Deiche brechen. Man sei fest davon überzeugt gewesen, dass die Deiche halten würden. So der verantwortliche Leiter des Katastrophenschutzes. Tommy, wird der Präsident wahrgenommen in dieser Krise? Als ein Krisenmanager oder als jemand, der vielleicht doch etwas spät aus dem Urlaub kam? Zu früh zu sagen. Es wurden kritische Fragen gestellt auf der Pressekonferenz des Weißen Hauses dazu. Es gibt sehr kritische Stimmen in den Zeitungen und von Bürgern in den betroffenen Regionen, sofern dort Zeitungen überhaupt publiziert werden können. Aber was die nationale Presse angeht, so ist noch nicht der Moment, wo man sagt, die Regierung ist schuld, die Regierung hätte mehr tun können. Er wird im Augenblick noch als der angesehen, von dem man erwartet, dass er die Lage in den Griff bekommt. Vielen Dank für diese Einordnungen. Vielen Dank, Tom Buru. Wenn solch unvorstellbare Katastrophen über Menschen hereinbrechen, dann rücken sie entweder näher zusammen oder sie bekämpfen sich. Es gibt die vielen namenlosen Helden, aber es gibt auch die, bei denen jetzt alle Hemmschwellen fallen. Nur aus der Luft lässt sich das ganze Ausmaß der Tragödie ermessen, die noch immer Zehntausende um ihr Leben bangen lässt. Und die Rettungskräfte sind offensichtlich mit der schnellen Evakuierung der verzweifelten Menschen völlig überfordert. Es sind vor allem die Alten und die Armen, die trotz aller Warnungen keine Chance hatten, aus der Stadt zu fliehen.
3 Tage schon mussten die meisten ausharren, viele ohne Lebensmittel und ohne Wasser. Und jetzt drohen Seuchen. Selbst Cholera und Typhus schließen Experten nicht mehr aus. Es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen des Landes. Die hatten doch Jahre Zeit, um sich auf sowas vorzubereiten, meint diese Frau verbittert. Die nennen sich doch Ingenieure. Was tun die denn jeden Tag in ihren Büros? Auch hier ist seit 3 Tagen keine Hilfe gesichtet worden. Die Menschen sind am Ende. Wir haben keinen Job mehr, kein Haus, kein Auto. Wir haben nur noch unser Leben. Und das ist nicht so angenehm. Und überall Menschenmengen, die vergeblich auf Evakuierung warten. Ein Trauma. Ihr Staat bleibt unsichtbar. Auch der Staat sagte immer wieder, dass er mächtig ist und dass er alle Probleme für die Amerikaner, für die Bürger leistet. Und er verspricht ja auch in der Verfassung das Glück. Und dass jetzt Unglück kommt, ist also für viele Menschen völlig unverständlich. Und das bringt sie in einen Zustand der Hilflosigkeit. Inzwischen sind 11.000 Nationalgardisten in das Katastrophengebiet beordert worden. In New Orleans wurde das Kriegsrecht ausgerufen, denn die Gewalt explodiert geradezu. Plünderungen, Raubüberfälle, sogar Hilfslieferungen wurden mit Waffengewalt gestoppt. Kommt da jetzt vielleicht auch eine lang angestaute Wut raus bei den Plünderungen, bei dem Chaos? Ja, Wut vielleicht nicht, aber mehr so die Möglichkeit, so ein bisschen Rache zu nehmen und so ein bisschen was denen wegzunehmen, denen man eigentlich was wegnehmen darf, nämlich diejenigen, die mehr Macht haben, die mehr Einfluss haben, die mehr Ressourcen haben. Das kommt sicher durch und das ist sicher, das ist immer auch eine Folge von Entwicklungen, in denen es sogenannte Loser, also Verlierer gibt, die dann Gelegenheiten nutzen, ein bisschen die Gerechtigkeit zurechtzubiegen. Während selbst Hubschrauber beschossen werden, gehen die Plünderungen nebenan ungeniert weiter. Inzwischen ist die gesamte Polizei in New Orleans nicht mehr mit Katastrophenschutz, sondern mit Verbrechensbekämpfung beschäftigt. Apokalyptische Szenen einer vielleicht sogar dem Tod geweihten Stadt. Auch heute war dies wieder ein Tag ohne gute Nachrichten. Die einstige Jazzmetropole New Orleans scheint wohl für immer zerstört zu sein. Millionen Menschen stehen vor dem Nichts. Das war's für heute von dem Brennpunkt aus Köln. Jetzt hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. 4 Tage nachdem der Hurrikan Katrina über die Südstaaten der USA hinweggefegt ist, wächst das Unverständnis, wieso mit der Katastrophe, die sich ja ankündigte, nicht besser umgegangen wurde. Unsere Themen: Naturgewalt. US-Präsidenten bitten um Hilfe. Alle Bilder, alle Geschichten aus dem Süden der USA erzählen im Moment dasselbe. Sie künden von Chaos, von Anarchie, von hoffnungslos überforderten Rettungskräften und von Zuständen, wie man sie bislang nur aus Flüchtlingslagern in Afrika kannte. Was daran schwer zu verstehen ist, die Behörden waren sich der Gefahr des Wirbelsturms bewusst. Sie hatten die Zwangsevakuierung ja angeordnet, aber es blieben arme, kranke, ältere Menschen, weil sie sich die Flucht aus der Stadt schlicht nicht leisten konnten. Die Bundesstaaten Louisiana und Mississippi gehören zu den armen amerikanischen Bundesstaaten und so ist das Leid auch hier ein Armutsproblem. Tom Buro über Amerika braucht Hilfe. Vor 2 Stunden trat George W. Bush gleich mit 2 Vorgängern vor die Presse. Bushs Vater und Bill Clinton sagten kein Wort. Ihre Teilnahme war symbolisch. Das Signal: der Präsident nimmt die Katastrophe sehr ernst und er handelt. Mediziner und andere Fachleute helfen dabei, die Menschen im Superdome zu evakuieren. Ich danke den Texanern für ihre Hilfe und Gastfreundschaft. Buskonvois fahren zwischen Texas und New Orleans hin und her. In Houston kamen heute die ersten 3000 Flüchtlinge an. Auch dort geht es wieder in ein Massenlager. 25.000 können im Sportstadion Unterschlupf finden. Besser als die Zustände, denen sie entkommen sind. New Orleans ist hin. Überall Leichen, tote Tiere, ein unerträglicher Gestank. Es ist furchtbar. Beim Superdome denken alle nur an eins: nichts wie weg. Aber so schnell geht das nicht bei dem Chaos. Auf der Stadtautobahn sind regelrechte Elendsquartiere entstanden. Ohne Essen, Trinken oder Hygiene
sind hier die Schwächsten, auch die Schutzlosesten. Die Mutter eines Babys erlebte mit, wie jemand die Hoffnung aufgab. Schauen Sie, sagt sie, der Mann da hat sich in den Tod gestürzt. Hat's nicht mehr ausgehalten. Dort ist er nun in eine Decke gehüllt. Angesichts solcher Zustände sieht sich die Regierung im fernen Washington mit zunehmend kritischen Fragen konfrontiert. Die Notleidenden sind verbittert. Sie fragen sich, wo ist die Kavallerie? Und die Leitartikel kritisieren den Präsidenten. Was sagen Sie dazu? Ich verstehe, wie frustriert die Betroffenen sind. Aber unsere Priorität Nummer 1 ist im Augenblick, Leben zu retten und dann zu erhalten. Wie viele Menschenleben Katrina am Ende gefordert haben wird, darüber lässt sich im Augenblick nur spekulieren. Im Bundesstaat Mississippi jedenfalls ist die ganze Golfküste völlig zerstört. Einen Weg zurück in die Normalität gibt es für die Betroffenen nicht. Dieser Weg endet im Nichts. Mit am stärksten betroffen von den Zerstörungen ist die Kleinstadt Biloxi im Bundesstaat Mississippi. Christine Adelhardt dort. Wie wird den Menschen in Biloxi eigentlich geholfen im Moment? Die Hilfe läuft sehr schleppend und sehr langsam an und nach unserer Auffassung auch relativ unkoordiniert. Wir waren heute hier unterwegs, haben Menschen getroffen, die stundenlang vor Stellen standen, an denen es angeblich Wasser geben sollte. Dann wurde ihnen gesagt, hier gibt es doch nichts und sie wurden weitergeschickt. Also es kommt sehr wenig momentan an. Der Feuerwehrchef hat erzählt, dass es Leute in Notunterkünften gibt, die er seit Montag nicht mehr mit Wasser versorgen konnte. Die Menschen fangen an, sich hier auch zu beklagen. Eine Frau sagte uns, ja, wenn wir in Florida wären, da wäre das alles viel besser. In Anspielung darauf, sie nannte es Jeb Bush Country, in Anspielung darauf, dass der Gouverneur von Florida der Bruder des Präsidenten ist. Damals habe es keine Verzögerungen gegeben, sagen die Menschen hier. Sie sind unzufrieden mit dem, wie es jetzt funktioniert. Was wir bei Ihnen im Hintergrund sehen, ist eine vollkommen zerstörte Stadt, in der Sie nun schon den 3. Tag sind. Schildern Sie uns doch mal Ihre Eindrücke. Das Leben ist hier primitiv, einfach primitiv. Das ist wie im 19. Jahrhundert. Hier gibt es nichts. Hier gibt es kein Wasser, hier gibt es keinen Strom, hier gibt es keine Toiletten. Die Leute schlagen sich irgendwie in diesen Trümmerhaufen durchs Leben. Es ist zunehmend eine verzweifelte Lage für die Menschen hier, weil hier viele versprengt sind, auch viele keine Information haben, was aus ihren Angehörigen geworden ist. Heute habe ich in dieser kleinen lokalen Zeitung seitenweise Anzeigen gelesen, wo Leute verzweifelt kleine Anzeigen schalten und fragen, mir geht's gut, wie geht's euch? Hier ist Sue Walker. Wie geht's meiner Familie? Kann mich jemand hören? Also man versucht irgendwie Informationen zu bekommen, weil es keine Koordination der Hilfe gibt. Die Menschen hier sind wirklich verzweifelt. Christine Adelhardt, danke an Sie. Wenigstens das lässt sich sagen. In Biloxi ist das Wasser wieder abgelaufen, anders als in New Orleans, das immer noch unter Wasser steht. Michael Heusen, Sie sind jetzt über die Interstate 10, die westliche Zugangsstraße, bis auf 8 Kilometer an die Stadt herangekommen. Was geschieht jetzt dort? Ich stehe hier auf einem Autobahnkreuz und hier werden die Menschen eingeflogen, die aus New Orleans gerettet wurden. Teilweise von Dächern, von Hausdächern, teilweise von Parkplätzen wurden sie in Hubschraubern hier hingebracht, steigen hier aus den Hubschraubern aus und werden dann, jetzt gerade sehen Sie im Hintergrund wieder einen Hubschrauber starten, der jetzt wieder zurückfliegt in die Innenstadt von New Orleans, um weitere Menschen zu retten. Die Menschen, wenn sie hier angekommen sind, müssen eine Zeit lang warten. Es regnet hier in Strömen. Die meisten stehen unter der Autobahnbrücke oder hinter mir hat die Heilsarmee ein Center aufgemacht, verteilt dort Essen an die Hungrigen. Die Menschen haben teilweise tagelang nichts gegessen, nichts getrunken. Von hier werden sie dann weitergebracht, werden erstmal nach Baton Rouge weitergebracht und dann wird man sehen, wo man sie verteilt. Denn auch in Baton Rouge heißt es, der nächsten Stadt, die ja noch einigermaßen intakt ist, heißt es, dass dort die Unterkünfte schon voll sind. Die Menschen müssen also weiter verteilt werden im Land. Sie sagen, es hat angefangen zu regnen wieder. Die Menschen haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Was machen diese Menschen dann und wie geht es ihnen? Es ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, der Amerikaner ist von Grund aus von einer sehr optimistischen Natur, aber einige Menschen haben richtig geweint. Als ich angefangen habe, Fragen zu stellen, hat mir ein älterer Mann gesagt, sowas hätte er noch nie erlebt. Er ist in dieser Stadt geboren worden, er ist immer in dieser Stadt gewesen. Es ist wirklich das erste Mal, dass er dann fliehen musste, dann auch noch in einem Helikopter. Und die Menschen haben fürchterliche Geschichten erzählt, was tatsächlich passiert dort in New Orleans. Dass es tatsächlich zu Schießereien gekommen ist. Sie haben gehört, dass es zu Kämpfen gekommen ist in diesem Stadion, in das sich die Menschen geflüchtet haben. Also es scheint dort richtig anarchische Zustände zu geben. Und die Polizei, sagt mir einige, hat die Lage durchaus nicht im Griff. Michael Heusen, vielen Dank.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In New Orleans herrschen Chaos und Anarchie. Leichen treiben im Wasser, Plünderer schießen auf Rettungskräfte, es fehlen Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente. 4 Tage nachdem der Hurrikan Katrina über den Süden der USA gezogen ist, ist weiter unklar, wie viele Menschen bisher in New Orleans und anderen Orten ums Leben gekommen sind. Von Tausenden ist die Rede. Bis zu 1 Million Menschen haben ihr Zuhause verloren. Nach dem Wasser kommt das Feuer. Gasleitungen sind explodiert, haben Häuser in Brand gesetzt. Dichte Rauchwolken stehen über einem Chemiewerk. New Orleans gleicht einem Inferno. Und mittendrin immer noch Tausende, Zehntausende Menschen. Sie kämpfen ums nackte Überleben. Es gilt das Recht des Stärkeren. Und der Stärkere ist nicht unbedingt die Polizei. Obwohl inzwischen auch die Nationalgarde mit mehreren tausend Mann in der Stadt ist, kommt es immer noch zu Plünderungen und Schießereien. Inzwischen, so heißt es, dürfen Plünderer erschossen werden. Der Bürgermeister von New Orleans sagte am Telefon, wir brauchen hier einen John Wayne, einen General, der mit strengem Regiment für Ordnung sorgt. Doch die Hilfe aus Washington kommt nur sehr schleppend an. Allein im Convention Center warten rund 20.000 Menschen auf ihre Evakuierung. Doch es gibt nicht genug Hubschrauber, um sie herauszufliegen. Es ist noch nicht einmal mehr möglich, sie mit genug Wasser zu versorgen. Einige Menschen haben seit fast einer Woche kein sauberes Wasser mehr getrunken. Sie sterben und die Leichen bleiben auf den Straßen liegen. Wer es geschafft hat, das Stadtzentrum zu verlassen, muss oft stundenlang warten, von diesem Sammelpunkt auf einem Highway abtransportiert zu werden. Es gibt zu wenige Busse. Und die Behörden sind noch nicht einmal in der Lage, Zelte für die Flutopfer aufzubauen. In sengender Hitze müssen sie wieder warten, dass sie endlich ins sichere Hinterland gebracht werden. Die Lage in New Orleans ist immer noch vollkommen unübersichtlich. Die Regierung hat den Menschen versprochen, sie herauszuholen, aber noch immer warten Tausende darauf, dass sie dieses Versprechen auch tatsächlich einhält. Wir sind selbst durch die Straßen gefahren und haben Menschen gesehen, die vor ihren Häusern auf Hilfe warten. Und wir verstehen nicht, dass die Regierung es nicht schafft, zu ihnen vorzudringen. Denn die Straßen sind teilweise noch passierbar, vor allen Dingen mit Spezialfahrzeugen, aber selbst mit unserem Teamwagen. Und es müsste möglich sein, Hilfe zu bringen. Doch Louisiana, dieser Landstrich hier zumindest von Louisiana, ist in dieser Woche zu einem Entwicklungsland geworden. Die Hilfe der Regierung in Washington kommt nur schleppend voran und das Krisenmanagement von Präsident Bush gerät zunehmend in die Kritik. Der Sicherheitschef von New Orleans sprach von einer nationalen Schande. Der Bürgermeister warf der Regierung vor, sie mache sich keine Vorstellungen vom Ernst der Lage. Bush reiste heute in die Krisenregion, um sich selbst ein Bild zu machen. Als die Präsidentenmaschine in Alabama eintraf, war alles vorbereitet für einen guten Auftritt. Der Regierungschef mit Lokalpolitikern und vor allem Katastrophenschutzprofis bei der Lagebesprechung. Bush versprach, alle nötigen Anstrengungen zu unternehmen. Die Bundesregierung steht vor einer riesigen Aufgabe. Wo es nicht gut läuft, werden wir das korrigieren. Wo es gut läuft, werden wir das verdoppeln. Die Regierung muss vor allen Dingen jetzt Leben retten. In den Trümmern der Küstenstadt Biloxi sprach er anschließend den obdachlos gewordenen Mut zu. Sein Fazit: Die ganze Küste sehe aus wie von einer Massenvernichtungswaffe getroffen. Auch hier in Mississippi gibt es inzwischen Plünderungen und Gesetzlosigkeit. Bush kündigte Härte an. Wir werden wieder Recht und Ordnung in New Orleans und in Teilen von Mississippi herstellen. Für Plünderer und Kriminelle gilt Null Toleranz. In der nächsten Stunde wird Bush mit einem Helikopter die völlig außer Kontrolle geratene Stadt New Orleans überfliegen. Er wird die wütenden Klagen der Menschen am Boden nicht hören können. Entkommen kann er ihnen trotzdem nicht. Die harten Fragen verfolgen den Präsidenten auch, wenn er heute Abend wieder zu seinem Amtssitz zurückkehrt. Und sie werden lauter. Der Ausflug der Anteilnahme kann nicht darüber hinwegtäuschen, was das Land in diesen Tagen erlebt. Die größten Flüchtlingsströme seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ob im Weißen Haus ein Präsident vom Format eines Abraham Lincoln sitzt, muss Bush noch beweisen. Zum letzten Stand jetzt live aus Biloxi in Mississippi, Christine Adelhardt. Vor 2 Minuten ist hier gerade der Präsident in seinem Konvoi vorbeigefahren. Was sich hier in Biloxi aber während des Tages abgespielt hat, ist wirklich unglaublich. Plötzlich tauchten hier Bergungstrupps auf, plötzlich waren hier Räumfahrzeuge. Die hatte man die ganzen Tage her vorher nicht gesehen. Und das in einem Gebiet, in dem es wirklich nicht notwendig wäre, groß aufzuräumen, weil hier lebt weit und breit kein Mensch mehr. Die Menschen sind weiter innen in der Stadt.
Der Präsident reist mit einem Pressetross. Dieser Pressetross hat damit sehr schöne Bilder, die da sagen sollen, der Präsident war da und die Hilfe, die wird auch kommen. Das Ausmaß der Naturkatastrophe hat mich geschockt. Aber das Ausmaß der Inszenierung hier heute schockt mich mindestens genauso. Damit zurück nach Hamburg. Zur Hurrikan-Katastrophe im Süden der USA bringt das Erste auch heute einen Brennpunkt, und zwar gleich im Anschluss an diese Tagesschau. In those buses, sir, where will they head to? Where exactly will you have the victims going once they are on the buses and out of New Orleans? Well, you know, we made it a flow to the Houston Convention Center. There's an operation going to Dallas and one going to San Antonio. And as we speak, the capacity is being built to meet the requirement. Over. You know, there's been some criticism, sir, about not having enough men and women in country to respond to this situation quick enough. Do you think the war on terrorism is affecting your troop count? Look, you know, I've heard that a lot about the National Guard being out of country and reserves. Yes, a lot of them have been deployed, but we only have 90,000 of a force of 400,000 deployed. The difference is that they're scattered all over the United States. So it's not a function of not having enough, it's enough to get them here in time. I mean, you know when the storm hit land, we've got troops here from as far away as Oklahoma, Texas, Pennsylvania, Vermont, that arrived here in the last 24 hours. So that's pretty easy. I mean, if you wanted to book a flight tomorrow someplace, it would take you a while to get there. It's time and space. And all these National Guard troops, they have jobs. They were formed up quickly, and they're here. We got troops flowing in from Alabama, Kansas. I mean, just about every state we're bringing troops in. So it's working. Just takes time to get here. Over. Sir, I know you're one hell of a soldier and you have extremely strong character. I also know that this is your hometown and this is where you grew up. Have you had a chance to talk with the children, to talk with the families? Have you been able to interact and look them in the eye and say, look, we're here and don't give up? Well, no, not to the extent. I've had some warm greetings with people on the street this morning who are happy that we're here. And an equal number that's frustrated that it took us so long. But for the record, I actually come from Point Coupee Parish, a place called Lakeland, Louisiana, and near New Roads, Louisiana, as we say in Louisiana. But my daughter lives here in New Orleans, as I told you, and I have a lot of relatives here. That is a fact. Over. Have you been able to see any of them while you're there, sir? No, the priority is on this mission of getting these people out of here. Absolutely. Sir, we sure appreciate your time. Once again, I also, while I have you here, and as we look at these pictures of your troops coming in with supplies, we've been talking about various organizations. We've received so many phone calls and emails from people that want to help. You're there, you see what you need now, you're bringing in certain supplies. For those that want to help, what is it that they can do? Well, I think the president, as if you could help get that word out, has made it quite clear the source of where the contributions are going to go to. I won't directly quote that, but I'm sure you could pull that from the clippings. And I think that's the message we want to get out to America, that there's places for a lot of people to help in just about every community in Louisiana, north of Baton Rouge, and in Mississippi. A lot of people left New Orleans and went to Jackson, Mississippi. And there's a large crowd of people in Jackson, Mississippi, which, oh, by the way, does not have light and water. And we're having to help them also that evacuated from New Orleans. So there's a lot of people evacuated from New Orleans, and they went north of what is the traditional storm line. And now they're stuck there, and it's an equal problem. But our number one task is to deal with the concentration of people in New Orleans, as well as those that are isolated, and we're going to get after it. And I know it is frustrating. We all feel it. We're right here, and these are Americans. These are our people. This is the purpose for which we were formed as an army, to protect our nation and our people. This is what we are committed to. We all raised our right hand to support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. And this storm has been like an enemy.
but it's nothing we can control. Over. Final question, sir. Do you have a timeline? Can you tell me days, weeks, when you're going to have everybody out of there, everybody tended to? You know, this is going to be a continuing process. This is just phase one. The evacuation of those where we can properly take care of them. We're in the rescue phase of this right now. There's a long, big government work to make this right following this storm, and that's going to take some time. And I would be hesitant to speculate. Over. Lieutenant General Russell Honore, we wish you the best, sir. We're counting on you. You hear? Well, it's not about me. It's about the first responders and all the government workers, all the branches of service, and the great work of our National Guard, both air and ground forces from throughout the United States. It's about our great Coast Guard, policemen. Chief Compass, Chief of Police of New Orleans, is the battle captain of this operation. He's making it happen by pulling together the law enforcement piece. There are a lot of folks here that are operating right on the edge, but we're going to make it happen because it's for the right cause. Over. You've got some pretty tough police officers there within the New Orleans Police Department. I know they'll be able, both of you will be able to work very well together. Commander of the Joint Task Force, Katrina, Lieutenant General Russell Honore, continue to check in with us, sir, please. We'll see you later. All right. And we're just getting videotape in, once again, the President of the United States in Biloxi, Mississippi, as we talk to General Honore there in New Orleans, as troops are finally on the ground, bringing in food and supplies to the thousands of people still desperate in that city. The President of the United States is making his way that way also, where General Honore is. But this is actually tape from earlier when the President was in Biloxi, Mississippi. He started out in Alabama, met with people there, surveyed the damage, now made his way here to Biloxi, Mississippi, where he talked to people in the neighborhoods, listened to their stories, tried to comfort them and tell them that help was on the way. And then we were told that he boarded an aircraft to head to New Orleans, where General Honore is now, where you're finally seeing the convoys of the food and water and medical help and soldiers, armed soldiers coming in to attend to those that need help, that have needed help for days since Hurricane Katrina devastated that area. Now, Tashia Walters, am I saying that name right? She is inside the convention center in New Orleans. Tashia is on the phone with us now. You know, we were talking to General Honore just outside the convention center as he's been responding to those. Tashia is inside the convention center. Tashia, you hear me okay? Yes, I do. All right, describe to me where you are inside the convention center, and please describe to me the conditions. Actually, right now, I'm actually sitting outside. I'm watching all the National Guard and all the police presence that we haven't had in 5 days out here. I mean, it's amazing. They're coming full force, which the crowd wasn't that we were unruly. We just needed the help. We had people starving, and they're bringing food, they're bringing water, and they're bringing a lot of hope. They're coming there. They're already started taking some of the sick, they're very ill, and they're taking them away. And, you know, and that's what we needed. We needed them to come, and they're here. Tashia, it's going to take a minute, but they're going to get everybody out. So right now you're feeling good. As soon as you saw those troops arrive, tell me what it felt like just to see the food and the water and the soldiers getting there. The crowd erupted. I mean, clapping, crying, people shouting, hooray. They were ecstatic. It's like 7,000 people out in dire conditions. Stay with me on the phone, Tashia. Don't go away. I just want to tell our viewers the videotape that they're looking at right now. We've got a live, which is the live picture? Okay, so it's the picture of the individuals at the airport. Is that right? That's the live picture? Okay. Live picture there of the hurricane refugees being brought into the field hospital there at Louis Armstrong Airport. Here's the live pictures right here. Finally, these flood victims live is all outdoors. Were able to be brought in via buses to get help at this makeshift hospital. Our Ed Lavandera is actually there. I'm going to come to him in just a moment. But meanwhile, you're seeing the President of the United States. That's tape. That's not live pictures. Mingling with those in Biloxi, Mississippi,
making his way, we are told now, to New Orleans, Louisiana. So let's go back to the live pictures. Sie haben sich retten können auf einer Autobahn 10 Kilometer von New Orleans entfernt, harren diese Flutopfer aus. In der prallen Sonne warten sie auf Hilfe. Eigentlich sollten Busse sie ja abholen, doch das ist bisher nicht geschehen. Gott beschütze euch und viel Glück, heißt es auf dem Schild in diesem Vorort von New Orleans, wo jetzt keiner mehr lebt. Diese Flutopfer haben es jedenfalls geschafft. Und sie wollen nur noch eins: weg von hier. Wir brauchen Hilfe, ruft eine Frau. Im Stadtzentrum spielen sich dramatische Szenen ab. Seit Tagen sind sie auf sich alleine gestellt. Die Menschen sind verzweifelt wütend. Wir haben kein Trinkwasser, kein Bett. Wie sollen wir da überleben? Wir haben nichts, kein Essen. Unglaublich. Besonders hart trifft es die Jüngsten und die Älteren, zumal Medikamente fehlen. Wir sind alt, krank und müde. Chaos herrscht auch heute in der Stadt. Eine Fabrik steht in Flammen. Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. Die Sicherheit ist nicht gewährleistet, zumal viele Polizisten ihren Dienst quittiert haben und die Nationalgarde noch längst nicht die Lage im Griff hat. Das stößt in der Bevölkerung auf große Wut. Ein Hoffnungsschimmer immerhin für einige Schwerverletzte. Sie konnten mit Hubschraubern gerade noch aus der überfluteten Innenstadt gerettet werden. Nun werden sie ausgeflogen in Kliniken nach Texas. Doch viele andere müssen zurückbleiben. Am schwersten zu verstehen ist, dass es Menschen gibt, die seit Montag nichts anderes tun, als zu warten auf Hilfe. Michael Heusen am Stadtrand von New Orleans. Gibt es denn langsam wenigstens so etwas wie Ordnung in der Hilfe? Ich konnte bis jetzt keine Ordnung hier erkennen. Hinter mir sehen Sie immer noch, dass Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute hier auf dem Autobahnkreuz ausharren. Sie sind aus New Orleans hier hingeflogen worden mit Hubschraubern, sehr aufwendig. Und jetzt bleiben sie stundenlang hier. Und es ist absolut unverständlich, denn hinter mir, der Highway, der führt direkt 50 Meilen nach Baton Rouge. Dieser Highway, der ist frei. Dort könnten Busse fahren, dort könnten auch ganz normale Autos fahren. Und es ist nicht möglich, die Menschen von hier zu evakuieren, sie ins Hinterland zu bringen, wo sie nicht mehr in der sengenden Hitze sind. Die Menschen haben sich hier aus allem, was irgendwie Schatten spendet, haben sich Unterkünfte gebastelt. Sie haben Stöcke von den Bäumen abgeschlagen, abgetrennt, um sich Zeltstangen zu machen, dann irgendwelche Planen drüber gelegt. Also es sind wirklich Zustände wie in einem Flüchtlingslager. Herr Heusen, wir sehen ja vor allen Dingen Gewalt, schlimme Szenen in der Stadt selbst. Gibt es denn Ansätze von menschlichem Zusammenleben? Gibt es Menschen, die sich helfen, die miteinander irgendwas bewerkstelligen können? Wie ich gerade schon sagte, also hier werden Zelte gebaut, hier werden Notunterkünfte gebaut, aus allem Provisorischen. Aber man sieht es jetzt gerade eben, landet schon wieder ein Hubschrauber hier, es werden wieder Menschen rübergebracht, es werden Nahrungsmittel, es die Kühlboxen werden rübergebracht. Also es läuft teilweise sehr, sehr chaotisch hier ab. Es ist nicht genau zu erkennen, ob da ein Prinzip hintersteckt, ob da wirklich ein System hintersteckt oder ob das alles nicht dem Prinzip Zufall überlassen ist. Die Menschen helfen einander, doch als sie hier über Nacht mehrere Stunden, die ganze Nacht bleiben mussten, wurde uns erzählt, da ist es durchaus auch zu chaotischen Zuständen gekommen. Da wurde es mal lauter, da wurde geprügelt, da fielen derbe Worte. Also die Stimmung ist schon sehr aufgereizt hier und die Leute verstehen einfach nicht, warum ihnen nicht geholfen wird, warum es so schwer sein soll, die Menschen hier von diesem Autobahnkreuz wegzubringen. Danke, Michael Heusen. Viele amerikanische Zeitungen morgen titeln mit der Schlagzeile Outrage. Das heißt so viel wie Wut. Es gibt ja Katastrophen, die kann man nicht vorausahnen, auf die kann man sich auch nicht vorbereiten. Für die Überflutung von New Orleans gilt das ganz eindeutig nicht. Das ist ein Szenario, das der amerikanische Zivilschutz seit Jahren für wahrscheinlich hält. Umso größer die Empörung darüber, dass die Vereinigten Staaten zwar überall auf der Welt militärisch eingreifen können, aber das Desaster vor der eigenen Tür nicht in den Griff bekommen. Christiane Meyer aus Washington. Das Leid und die Frustration über die Bedingungen machen sich Luft in hilflosen Schimpfkanonaden. Wir müssen hier stehen, um zu überleben und unsere Kinder zu füttern. Warum holt ihr uns denn bloß nicht raus? Mehr als 11.000 Soldaten und Nationalgardisten sind in die Stadt gekommen. 10.000 weitere werden erwartet. Aber es reicht nicht. Die Situation verschlechtert sich stündlich. Das ist moderner Völkermord, sagt dieser Mann im Convention Center. 10.000 Leute hier schlechter zu behandeln als Hunde oder Tiere. Unfähigkeit oder Absicht. Aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung kommt der Rassismusverdacht.
Wenn die Mehrheit der Zurückgelassenen weiß wäre und die Entkommenen schwarz, dann wäre es eine andere Sache. So aber ist es eine Rassismusgeschichte. Pragmatischer sehen es die schwarzen Kongressabgeordneten. Der Präsident hat gesagt, dass nicht genug getan wurde, und ich stimme ihm schlichtweg zu. Warum aber war niemand vorbereitet, wenn man doch bei den zuständigen Behörden wusste, dass die Dämme nur Stürme bis zur Stärke 3 aushalten? Die Antwort ist ebenso einfach wie unglaublich. Wir dachten, so etwas geschieht nur alle 200 bis 300 Jahre, dass es mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit nicht so kommen würde. Leider sind die 0,5% eingetreten. Gepokert und verloren. Zudem wurde auch das Geld der Bundesregierung für Dammverstärkungen gekürzt. Als die Katastrophe unmittelbar bevorstand, wurde evakuiert. Wieder eine Fehleinschätzung. Schwarz oder weiß, ein großer Teil der Einwohner von New Orleans leben unterhalb der Armutsgrenze. Als die Behörden die Evakuierung anordneten, haben sie irgendwie nicht mitbekommen, dass viele Menschen nicht einfach ins Auto steigen konnten, um zu Verwandten zu fahren und dem Sturm zu entfliehen. Viele konnten oder wollten nicht gehen. Hinzu kommt, dass die Nationalgarde nur zu 70% aktivierbar ist. Zu viele sind im Irak. Völlig überfordert müssen zu wenig Truppen zu viel Chaos ordnen. Die Tour des Präsidenten kommt auch zu spät und ist nicht glaubwürdig, so empfinden es manche im Land. Warum, so fragen sie, ist das große Geld in den Schutz vor Terror geflossen und fast nichts in den echten Heimatschutz? Fragen an den Oberkommandierenden, George Bush. Der hat heute endlich den Weg ins Katastrophengebiet gefunden. Vor knapp einer Stunde ist er in Biloxi, Mississippi, zu einer Stippvisite gewesen, einer Stadt, aus der unsere Korrespondentin Christine Adelhardt zwar schon seit Dienstag berichtet, in der sie aber erst heute ganz plötzlich erstaunliche Veränderungen vorgefunden hat. Mit eigenen Augen wollte er es sehen, sein zerstörtes Land. 5 Tage hat er sich dazu Zeit gelassen und dann eine Show inszeniert. Er hätte hier Menschen treffen können. Versprengte, verstörte, manche auch voller Wut. Es wäre ganz einfach gewesen. Nur hier hinein in die Notunterkunft, wo die Verzweiflung regiert und die Menschen wissen wollen, warum nichts geschieht. Ich würde ihn fragen, wie ich je wieder in mein Haus kommen soll. Wo sollen wir leben? Wo wollen sie uns hinbringen? Jeder braucht hier dringend Hilfe. All die Versprechungen, die dauernd gemacht werden und nichts kommt, das hilft uns nicht, wenn wir hier tagelang sitzen. Aber der Präsident regiert sein Land gern ohne die Menschen zu fragen, weil er schon selber weiß, was das Richtige ist. Kurz vor seiner Ankunft sind sie dann plötzlich aufgetaucht, die Bergungstrupps, haben ordentlich nach Leichen gesucht, in einem Gebäude, in dem es keine gibt. Aber das Haus liegt so günstig, gleich neben dem Pressepulk. So haben wir schön filmen können, um die Botschaft ins Land zu tragen, Hilfe ist unterwegs. Eine schöne Show ist das gewesen. Danke, Herr Präsident. Christine Adelhardt in Biloxi. Der Präsident ist schon wieder abgereist. Wie lange war er dort? Ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie lange er da war, weil wir hier von der internationalen Presse über diese Besuche nicht informiert werden. Der Präsident reist mit einem auserlesenen Kreis von White House-Journalisten und nur die wussten, wo er ist. Angeblich soll er jetzt gerade noch irgendwo in einer Suppenküche sein und vor der amerikanischen Presse, vor diesen ausgesuchten Journalisten gesagt haben, wir können mit beiden Problemen umgehen, wir können das Problem im Irak lösen und auch mit dieser Naturkatastrophe fertig werden. Ich glaube, das ist ein erster Hinweis darauf, dass er Kritik begegnen will, die da lautet, wo ist eigentlich unsere National Guard, die für den Katastrophenschutz zuständig ist? Warum ist da niemand da? Und die Antwort wissen alle Amerikaner nur zu gut, die National Guard tut Dienst im Irak. Christine Adelhardt, danke. Der Wirbelsturm Katrina hatte New Orleans kaum verlassen. Da waren die Ausläufer hier schon zu spüren in Form steigender Benzinpreise. Noch dramatischer ist das im Süden der USA. Benzinmangel. Zum Teil haben Tankwarte die Preise einfach verdoppelt, um dabei auch noch etwas zu verdienen. Heute nun haben die großen Industriestaaten beschlossen, einen Teil ihrer Erdöl- und Benzinreserven auf den Markt zu werfen. Fragen und Antworten dazu von Markus Preis. Frage 1. Wie sinnvoll ist die Öffnung der Energiereserven?
104.000 Tonnen Öl hat die Black Sea an Bord, Ankunft in Wilhelmshaven. Wie ganz in der Nähe lagert auch die Bundesrepublik unterirdisch einen Teil ihrer Ölreserven. Dass die nun freigegeben werden, hat am Abend erste Wirkung gezeigt. Die Ölpreise sind leicht gefallen. Experten sehen die Freigabe kritisch, ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen sie, und ein Signal für Spekulanten. Die wissen, dass die Verbraucher bereit sein werden, auch noch mehr fürs Öl zu zahlen. Und das werden sie versuchen, in entsprechend steigende Preise umzusetzen. Frage 2. Warum steigt der Spritpreis so schnell? 1,46 € für den Liter Super. Viele Autofahrer sind geschockt angesichts solcher Preise. Was viele nicht verstehen, den Sprit, den sie hier tanken, haben die Tankstellen oft schon vor dem Hurrikan geliefert bekommen, also noch relativ billig. Dass nun teurer verkauft wird, sehen sie als Abzocke. Ökonomen aber sagen, den Preis anzupassen sei richtig. Der Wert eines Vorrates misst sich ja nach dem, was er in der Zukunft, was das Unternehmen damit machen kann. Wenn Sie teuer ein Auto produziert haben, das aber ein Ladenhüter ist, können Sie dieses Auto auch nicht mit Herstellungskosten bewerten, sondern müssen es mit dem aktuellen Marktpreis bewerten. Und das Gleiche gilt für Vorräte, die Sie eingekauft haben. Frage Nummer 3. Müssen wir uns auf noch höhere Spritpreise einstellen? Hurrikan Katrina hat mindestens 50 Bohrinseln und Plattformen vor der US-Küste beschädigt. Viele Raffinerien sind ausgefallen. Öl wird deshalb über längere Zeit knapp bleiben. Von daher würde ich nicht erwarten, dass die Preise schnell sinken werden. Es könnte sogar passieren, dass sie weiter steigen auf 1,50 € für 1 Liter Benzin oder Ähnliches. Eine Versorgungslücke aber befürchten die Experten nicht. Benzin wird auch in Zukunft da sein. Alles eine Frage des Preises. Senator Fitter aus Louisiana, so melden die Nachrichtenagentur gerade, ist der Erste, der sich an eine Schätzung der Toten herantraut. Allein in diesem Bundesstaat geht er von mehr als 10.000 Opfern aus. Das war der Brennpunkt aus Köln. Aktuelle Informationen wieder in den Tagesthemen um kurz vor 10:30. Guten Abend. Who are from other countries. In one case in particular, I was kind of struck by the fact that the Honduran embassy here in Washington has told me, Jim, that they are estimating there are 150,000 Honduran citizens who were living either in New Orleans proper or in the greater New Orleans area, and they are desperately trying to find out how these people are doing. They know, for instance, their consul general, who was living in New Orleans, has lost everything she had. She has since moved the consulate from New Orleans over to Baton Rouge, Louisiana. They are getting, as you might imagine, hundreds of phone calls from worried Hondurans. This is just one example that I can offer as to just the degree and in some instances, the extent to which foreign citizens have been affected by this, Jim. You know, I talked to the French consulate this morning, and, well, they have moved the consulate out of New Orleans, and they've moved it up to Lafayette, Louisiana. And they say they believe there's more than 300 French citizens in the area. Now, they don't know if they're still in New Orleans. They didn't track them. But as you say, the big problem for the British, for the French, for Germans, for other Europeans and Africans that are there in the New Orleans area is one of communications, because people can't really tell, were they able to get out? They haven't called in, and they're really wondering about them right now. That is a problem. The State Department now, with all of this money being offered up, what happens to that money? Does it go to the Red Cross? Does it go to the U.S.? What happens to it? The money, any offers of aid, cash or otherwise, the State Department is saying, don't give it to us, give it directly to these non-governmental organizations like the International Red Cross, and let them deal with it. As for the goods and services, although State Department officials were telling me as of just a couple of hours ago that they have as yet to accept these offers, Secretary Rice said just yesterday that no offer will be refused. But for instance, the French offering, whether it's helicopters, planes, the Germans offering tents, all of these things, the offers are on the table, but they have as yet to be accepted. Jim. I don't know whether you can answer this or not, Andrea, but, you know, the U.S. State Department always concerned about the U.S. image around the world.
and just checking our emails and looking at the headlines in the newspapers around the world, that image has taken a bit of a battering because of the people left stranded in the city of New Orleans. I've read some of those comments, and I've certainly heard about them as well, Jim. I can tell you that the State Department, for its part, is, as you might imagine, they're not responding directly to those various criticisms, if you will. This is a difficult time for a lot of people, even here at the State Department, Jim. They've set up a fund here within the department they estimate, you know, there could be dozens upon dozens of State Department employees who are working down in the affected region. And so there are all kinds of emotions, all kinds of energies that need to be directed in other ways rather than focusing on some of these critiques. All right, Andrea Koppel reporting to us there live from the U.S. State Department, an update on some of the international aid offers that are pouring in right now. Andrea, thank you for that. Well, NATO is also offering help as well. During an official visit to Bulgaria, NATO's Secretary General told reporters whenever and wherever our major partner, important friend, the United States, asks assistance, NATO stands ready to answer those calls because NATO is based on solidarity. A NATO official says the organization is not offering military help, but would act as a clearinghouse for donations from member states. Well, leaders around the world are sending in their condolences as well as those offers of aid. A word about the events that have happened in America recently. The whole of this country feels for the people of the Gulf Coast of America who've been afflicted by what is a terrible, terrible natural tragedy. And we want to express our sympathy and our solidarity and give our prayers and thoughts to the people who are affected by what has happened out there on the Gulf Coast. And as I said to the President yesterday, this country will stand ready to help in any way that we can. But I know that people, particularly people who will know from this country, know people in that area, will feel for them very deeply at this time. We're in contact with them, and whatever they ask for, it will be given, from reserves of oil that different countries are providing to any other thing that they may need. Well, it's a matter for the American government and the states to ask the European Union, but of course, across Europe, there is a great amount of experience of dealing with flooding, not quite on this scale, but still a great amount. And I know that individual member states, as well as the European Union as a whole, want to help. There isn't a single country, a member state of the European Union, that doesn't have a very large diaspora community in the United States. A sampling there of international reaction to Hurricane Katrina and the kind of devastation it wreaked in areas like Louisiana and New Orleans. And that's where we're taking you now. Nick Robertson, our senior international correspondent, is on Canal Street, I'm told. Nick, can you hear me? Are you on Canal Street? What's the situation like there on the ground right now? Well, Hala, I'm on Canal Street, and Canal Street really sort of straddles, divides, if you will, the sort of two main parts of New Orleans. You have the business district over here, and if you look over there, you can see a fire coming up. You might be able to see that behind the houses. But as we drove into the city today, you could see three or four big fires coming up from the business district. In this area over here, you have a old French quarter. What you can hear a lot of here, throbbing in the air all the time, are the helicopters, Black Hawk helicopters, flying through the city. What we haven't seen a lot of today is looting. There are still a lot of people out on the streets, but a very, very heavy security presence. I've just seen a couple of DEA agents go by, hanging on the back of one of their armored vehicles, helmets on, shotguns at the ready. A big earth-moving digger went up the street. That had 3 policemen hanging off the back with shotguns. We've seen soldiers driving by in pickup trucks, in Humvees with the weapons at the ready. So very, very strong security presence here in the center of the city. When you look down some of the back streets, however, you still see quite a few people loitering, perhaps not knowing where to go. And indeed, just behind me, back up Canal Street, is the casino. And you can see quite a lot of people. Maybe that's just out of the camera range, but quite a lot of people gathering there. There's still a lot of people here that appear not to be able to go home, that appear not
to have a particular direction to go in. A lot of people we've seen today looking very dehydrated, walking very, very slowly as if they've walked a long way. We've passed people on the highways, pushing shopping carts, carrying a few possessions on their backs. So a lot of people here still looking for help. The security in this part of the city, at least, does seem relatively secure today, and a lot of helicopter activity. At times, kind of 10 helicopters hovering in and around the center of the city here, Hala. Now, the evacuation situation and the number of people still in desperate need of transportation to get out of this area, is it still a crisis situation at this point, or are some able to make their way out of New Orleans and to a safer location? There is no great egress, if you will, of people leaving the city. We saw ones and twos, perhaps the odd family walking along the side of the highway, walking up the street. I think for a lot of people, their situation is they don't have the transportation to get out of the city. They don't know where they can go to get food or to get water or to get shelter, and for that reason, they're gravitating to perhaps some of the neighborhoods that they know that they can go into here, the center of the city. Certainly at the Congress Center, where distribution is being established, there are a lot of needy people there. There are a lot of needy people in other parts of the city. Perhaps the biggest change from what we've been hearing over the past few days to today is the security presence. With that security presence appears to be coming the relief supplies. It still appears as if there are a lot of people that need to connect with those supplies and connect with a means of transport, perhaps to somewhere else, some more permanent shelter, however. Now, when we look at some of these aerial shots, Nick, and I know you're in one ground location here on Canal Street, but it seems as though flooding is still a major issue. How much of the city is still, how much water is still flooding parts of New Orleans at this point? You know, Haller, I couldn't give you an exact figure for that. We drove into the center of the city here a few hours ago. We didn't encounter any heavy flooding on our route. But as I looked down Canal Street as we drove in here just a short while ago, Canal Street runs out into water. This is a main thoroughfare in the city, so there are still large amounts of it. We know that it's going to take a huge amount of time to get the water cleared once the breaches are fully repaired. But certainly, if you just go down Canal Street right now, there's still water on this main thoroughfare, however. Now, Nick, you've obviously covered some of the most important stories in the most dangerous locations around the world. And I know you flew into the U.S. a couple of days ago. What were your impressions when you first encountered areas that were devastated by Katrina, areas like cities like New Orleans and other parts of Louisiana? The devastation as you get closer into the center of New Orleans becomes very apparent. I mean, if you just look at this street here, the ornamental palm trees that go along the center of the street, at least half of them are down. Some of the neighborhoods we drove through, a beautiful piece of parkland area with ancient trees. Many of those trees blown down, boughs blown off. If you look over at the building just to the left of me, the side of that building has fallen away there. I think what we're going to see as we get access to more and more areas is an increasing amount of damage, particularly those areas that are water damaged. And natural disasters have their own very human impact. Wars, I think, bring a certain feeling to you when you're covering that situation that this is man-made. This is a natural disaster, and the scale of this is huge. And watching, as we came in, people who were saying they wanted to come in and find their relatives. They hadn't been able to communicate with them since the hurricane hit, wanting to find out where they were, not knowing how to set about it, not being able to telephone them because the phone lines aren't working, the mobile phones in many areas not working. So the huge humanitarian impact, I think, is something that I'm only just beginning to see, but it's going on in a very big scale, Hala. All right, Nick Robertson, senior international correspondent on Canal Street in New Orleans, Louisiana. Let's take you. God is looking down on all this, and if they are not doing everything in their power to save people, they are going to pay the price. Because every day that we delay, people are dying, and they're dying by the hundreds. I'm willing to bet you. We're getting reports and calls that is breaking my heart from people saying, "I've been in my attic. I can't take it anymore. The water is up to my neck. I don't think I can hold out." And that's happening as we speak.
I need reinforcements. I need troops, man. I need 500 buses, man. We're talking about, you know, one of the briefings we had, they were talking about getting, you know, public school bus drivers to come down here and bus people out here. I'm like, you got to be kidding me. This is a national disaster. Get every doggone Greyhound bus line in the country and get that moving to New Orleans. That's they thinking small, man, and this is a major, major, major deal. Today, aid finally is arriving, but Mayor Nagin issued yet another statement saying the people of his city are holding on by a thread. He says more than 10,000 were evacuated yesterday, but he says as many as 50,000 survivors remain on rooftops, in shelters, elsewhere, and he adds that by saying this, and let me quote it directly, "Only God knows if we can survive another night." Nick Robertson is standing by in New Orleans. We're going to get to him soon. He's on the scene. First, let's go to CNN's Jack Cafferty. He's watching all of this, has been all week, and is clearly just as shaken as the whole country is. Jack? Wolf, the war in Iraq is part of the problem in New Orleans. The Boston Globe reporting today that National Guard units across the country have about half their usual equipment, everything from helicopters, Humvees, trucks, weapons available to them, because all the rest of the stuff has been sent off to fight the wars in Iraq and Afghanistan. There are 78,000 National Guard troops who are now deployed in those overseas war zones. Even the hardest hit states, Louisiana, Mississippi, have 40% of their National Guard troops in Iraq right now. What happens if there's a terrorist attack tomorrow or a massive earthquake in Southern California? How would the nation respond? It's a frightening thought. The question is this: if we're going to stay the course in Iraq, should the U.S. bring the National Guard home and institute a draft? Cafferty, file one word, CNN.com. We'll read some of your letters a bit later. You know, Jack, 40% of the 138,000, 140,000 U.S. troops in Iraq, and this has been a relatively steady percentage, 40% are either National Guard or Reserve, so-called weekend warriors, the citizen soldiers, but they've been playing a critical role in the war in Iraq. Do you suppose, Wolf, that the arrival of the relief convoys and the political photo ops on the Gulf Coast happening at the very same time were a coincidence today? Well, I'm sure our viewers have some thoughts on that as well. These pictures, by the way, Jack, that we're getting in, and I want to show our viewers, these are live pictures over at the airport, but I'm also looking at this other picture that we're getting in from our affiliate DSU and from Biloxi, Mississippi. Look at this, a helicopter has landed, and they're simply bringing supplies in off this helicopter. This is tape that our affiliate has, and all these people are simply waiting for the supplies. We've seen these kinds of images in Africa and elsewhere. We're seeing these images right here in the United States right now. A military helicopter lands and people desperate to get any supplies they possibly can. Jack, a final thought before I let you go. It's embarrassing. All right, that's a final thought from Jack, but he's going to have more thoughts coming up later this hour. Jack, we'll get to those emails. Thanks very much. Let's go over to Nick Robertson. He's joining us in New Orleans. Nick, when did you get to New Orleans? Wolf, we got into the center of New Orleans about a couple of hours ago. We've been here on Canal Street, as you know, one of the main busy, or would have been normally busy thoroughfares in the middle of the city. We've seen a lot of helicopter activity, a lot of security on the street, and in the last few minutes, we'd understood earlier today that President Bush would be making an aerial tour of the city. My cameraman, Alfredo De Lara, looked at one of the helicopters flying by just how low and heavy it looked to him, and to me, he made the assessment from his personal knowledge that appeared to be President Bush's helicopter flying over the city. Not clear if it was, certainly a lot of helicopters flying in support of it. While what appeared to be, and I do say appeared to be, we don't know for sure, the president's helicopter flying overhead, I was watching a couple of people in a store right here on Canal Street, very close to the main casino here, just going into the store to loot some drinks. There's a lot of people gathering on the streets outside the casino, a lot of very thirsty people been coming asking us for drinks, going into that store to get some what appear to be some sodas, carry them off to the people at the casino. But by and large, what we're seeing here is a lot of security on the streets, Army, police, even DEA agents
heavily armed, black jackets, hanging on the back of an armored vehicle with shotguns. A lot of security on the streets, and a lot of people still wandering around, Wolf, looking for places to go, wondering, it appears, what they should do next and where exactly they should go, Wolf. Are these people hungry? Are they thirsty? Do they have enough food, medical supplies, or do they look ill? The location we're at here on Canal Street, the people that we've seen here, Wolf, mostly seem dehydrated. They're not asking us for food. They've been asking us for water, for drinks. A lot of them seem very tired, as if they've been walking for a long way. I'm just watching a couple of people now go in through the broken glass window of one of the stores here on Canal Street. Not clear what they're going in that store for, but it does seem the people are looking a lot, in this neighborhood at least, to find liquid refreshment. I saw a young family walk by me before, 3 or 4 children, the youngest child carrying a pillowcase full of belongings. The family clearly, or certainly appeared not to have any real bags with them, just carrying what they could from their home, walking very slowly up the street with the family dog, looking for somewhere to go. But again, people asking us for food, for drinks, Wolf, not for food. Nick, is it a dangerous environment? You're one of our best war correspondents. You've been in Baghdad. You've been in all sorts of dangerous locations in your career. Now you're covering a story for us in New Orleans, a major American city. Based on what you see right now, do you personally and your crew, your producers, do you feel endangered? It's clear that there would be some opportunist criminals out there, Wolf. A lot of people here do appear to be genuinely desperate for drink at least. But there does appear to be an atmosphere where if there is an opportunity to perhaps take some things, I saw a couple of people scurrying down the street before with 2 brand new suitcases. Impossible for me to say whether they purchased them somewhere or why they had 2 brand new suitcases that they were racing down the street with, but there does seem to be an element of perhaps still opportunism, looting here when the environment permits. And I think for people in the center of the city that might have something looters would want, food, water, a vehicle, then there is that potential. But the general atmosphere here is one of relatively heavy security, though I do have to say we've seen the security officials driving past people who appear to have been looting, and just driving past. It's not that they're stopping the people who appear to have looted goods. It appears that they're just putting down a very heavy security presence, keeping moving around the center of the city. But it doesn't seem to be an aggressive threat against anyone that we can see at this time, Wolf. And what about the floodwaters and the potential for disease? What do you see on that front? Well, of course, it is very hot. Just as I look just down Canal Street, I can see the water lying further down on the street. I personally haven't been able to get into the waterlogged neighborhood so far this afternoon. But as the temperature rises, as there is still the water, as there are all the obvious sanitation issues, that is a very big concern for people here. The possibility, the potential in this type of environment for cholera and for those other waterborne diseases, Wolf. For 15 years, Nick, you've covered stories around the world for CNN in very dangerous locations. I'm going to let you go, but a quick personal thought. Did you ever think that CNN would ask you to cover a situation, a dangerous situation, in the continental United States as it now has? To drive into New Orleans today, Wolf, on the deserted highways, looking at the burning areas in the business district and other parts of New Orleans, one had the feeling that this was a movie set. This wasn't part of the routine job that I have. This was very, very different, Wolf. Nick Robertson, we're going to check back with you. Nick is on the scene for us in New Orleans, and he's watching this story very, very closely. The Coast Guard has just announced that as of today, as of right now, they've rescued 5,500 individuals by helicopter, another 1,600 by ships. But there's still a lot more, many tens of thousands more individuals in New Orleans that need rescue. Houston's Astrodome is now, we're told, full. Evacuees from New Orleans are being sent to other shelters in that city as well as other cities in Texas. Let's go live to CNN's Sean Caleb's. He's joining us from Houston with more. Sean?
Well, Wolf, we can tell you last night at midnight Eastern time, we were here when really this all came to a head. We know that the Astrodome and FEMA, the Red Cross, had said they were going to prepare for as many as 24,000 people. Well, after they got about 11 or 12 last night, they cut it off. The fire marshal here saying it was simply too dangerous. At that point, they began putting the buses that were filled with people trying to get here in nearby Reliant Arena, just outside that area. And just a short while ago, the mayor held a news conference, Wolf, and said nobody will be turned away. No buses that come here, no evacuees. They will find a place for them somewhere. It won't be the Astrodome behind me, and it permanently will not be Reliant Center, perhaps homes, perhaps other shelters. Wolf? Sean, what's it like inside the Astrodome right now? We've seen some of the pictures with the cots on the main field there, but give us a little flavor. You've been there. Yeah, to say that it's pleasant would be way overstating it. I think that people, when they first began organizing this, they had envisioned a very orderly way of bringing people in. They have a triage. But once you get inside there, it is a crowded mess. Certainly the city is doing everything it can. No one is trying to condemn them in any way. But Wolf, I think we have someone who can perhaps talk a little bit better about that. This is David White. Now, I want to tell you his story, Wolf, because we're seeing this. It is just heartbreaking over and over. The people coming to us needing help finding loved ones. David and most of his family left New Orleans on the eve of the storm. They got here. His 20-year-old daughter, however, did not. The last time you spoke with her, she was at the convention center. On Tuesday, she was in water up to her chest, and she was frantic. It must be heartbreaking for you after knowing what has gone on at the convention center the past several days. What has it been like for you, and what do you do now to try and find your daughter? Well, I come from Cloyd, Texas to Astrodome here in its poor conditions here to look for my daughter. I was told through the news media that she would be coming from New Orleans on buses here, and I come here to find my child. And I've been here since 3 o'clock yesterday evening, and I haven't found my child yet. You've been looking at every bus that comes in? I've been every bus. I have been holding up a big sign for my child, and I haven't found my child yet. And you've been up and down. You spent the night in the Astrodome. What are conditions in there like, and how agonizing is it seeing so many people in your situation trying to find loved ones? It's very agonizing. It's a lot of tension. It's people that's, how do you say it? It's people that's disgusted. They're at their breaking point. They're at their breaking point. That's a very good word to use. They're at their breaking point. It's fights. They had a fight broke out last night. It's just poor conditions, man. It's just not right. I woke up this morning to put clothes on, and my clothes were stolen. Well, that's one thing David was telling us earlier. Actually had a job interview today. He went to go back and change his clothes. Someone had taken his clothes. And to give you a bit more information, the evacuees that are coming here, doctors telling us they're coming here, and all of them, virtually all of them, dehydrated. And remember, these are people that came just a couple of days after the storm. More and more are going to be coming, so we know their medical conditions are going to be even worse. Physicians telling us post-traumatic stress is a huge problem, anxiety, depression. Some people, Wolf, literally so scared to go in a dome because it reminds them of the Superdome and what they had to endure, they won't go in. Just the trauma for everyone. Sean, thank you very much. Sean Calebs is in Houston. Barbara. And you've been listening to my colleagues from our sister network, CNN USA, describing harrowing scenes of death, suffering and fear in the aftermath of Hurricane Katrina. Well, let's get some international reaction to the scenes there. World leaders have offered help and support to the United States, many of them also expressing their solidarity with the American people. The government of Mexico is contacting local, state, and federal authorities in the United States to determine what actions are needed to attend to the people that have been affected by the hurricane and to eventually send what help Mexico can. We are working with the Colonel of Civil Protection. We have an entire battalion of our humanitarian brigade, Simon Bolivar, ready, if they authorize it, to go over there. Well, the United Nations is also offering its assistance to the U.S. government. In an interview with CNN's Richard Roth, UN Secretary General Kofi Annan had this message. It is much worse than any of us imagined initially. Of course, the United States has always been the most generous country in responding
to disasters in other parts of the world. Today they have suffered a serious and a grievous blow, and I think we should all try to respond in kind. We are prepared to do whatever we can to work with the government and the people of the United States to respond to this. Well, the Secretary General also acknowledged that the United States is the country in the world best prepared to cope with the disaster. But he said the sheer scale of this emergency means that the UN can supplement the US response. Well, CNN's Relitza Vasileva spoke with the UN's Under-Secretary for Humanitarian Affairs, Jan Egeland. He stressed that the UN cannot send help until the US asks it to. We have to have a request. We have to have somebody saying, send logistic experts, send on-site coordinating teams. In the tsunami, 2 countries asked us for assistance in the first 6 hours. Some others within 48 hours. We would respond immediately. We would be more than willing to help the members of the United Nations, but we need then a request. Und jetzt das Heute-Journal mit Klaus-Peter Siegloch und Gundula Gause. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Was in New Orleans passiert, das ist eine nationale Schande. Das sagt der Mann, der die Katastrophenhilfe in der Stadt koordiniert. Nach wie vor kampieren Zehntausende unter freiem Himmel, ohne sauberes Wasser und Lebensmittel. Leichen liegen auf den Straßen und das bei schwüler Sommerhitze von 35 Grad im Schatten. Soldaten haben Schießbefehl, um marodierende Banden zu stoppen, und alle fragen sich, warum die Hilfsaktionen so lange auf sich warten lassen. Vor allem Präsident Bush wird vorgeworfen, zu zögerlich entschieden zu haben. Heute, an Tag 5 der Katastrophe, machte er sich aus Washington auf zu einer Informationstour in den Süden. Die Nation wird gestärkt aus dieser Katastrophe hervorgehen, sagte er. Martin Leutke mit den Bildern des Tages. Wenn Verzweiflung nur noch ein Wort kennt. Hilfe, rufen Hunderte im Chor. $15.000 warten in und vor der Messehalle von New Orleans auf Hilfe. Seit 4 Tagen schon bekommen sie kein Essen, keine Getränke, keine Medizin. Wir haben hier gar nichts, wir müssen uns gegenseitig beklauen, um zu überleben. Mein Kind hat Fieber, es ist völlig apathisch. Hier geht's nicht um arm oder reich, hier geht's doch um Menschen. Im Inneren der Halle herrschen unvorstellbare Bedingungen. Es stinkt nach Müll, die Luft ist heiß und viele Kranke kämpfen ums Überleben. Ich möchte so nicht sterben, sagt diese Frau, dann erleidet sie einen Zuckerschock. Hat jemand Insulin, ruft die Ärztin, die zufällig dort ist, und tatsächlich, wie durch ein Wunder, ist eine Spritze aufzutreiben. Die Frau überlebt, aber unter normalen Umständen müsste sie dringend ins Krankenhaus. Es gibt aber auch viele, die es nicht schaffen. Tote werden zugedeckt und einfach an den Rand geschoben oder von trauernden Angehörigen durch die Straßen geschleift. Angesichts solcher Bilder rastet auch der sonst so besonnene Bürgermeister aus. Ich weiß nicht, ob es eine Angelegenheit des Gouverneurs oder des Präsidenten ist, aber irgendjemand muss seinen Hintern jetzt ins Flugzeug setzen und die Sache in den Griff bekommen, und zwar sofort. Erzählen Sie mir nicht, dass 40.000 Soldaten auf dem Weg sind. Sie sind nicht da. Es ist alles viel zu spät. Machen Sie endlich was in dieser gottverdammt schlimmsten Krise, die das Land je hatte. Und so kam US-Präsident Bush tatsächlich heute in das Katastrophengebiet. Er sprach mit Flutopfern und sah sich eine Versorgungsstation an, wohlgemerkt eine der wenigen, die es gibt. Wir werden die Lage in den Griff bekommen, wir werden Wasser und Lebensmittel bringen. Ich war heute mit dem Roten Kreuz und der Heilsarmee unterwegs und die Menschen werden die große Anteilnahme Amerikas spüren.
Tatsächlich kamen heute, Tage nach der Katastrophe, die ersten Konvois mit Hilfsgütern in die Stadt. Viel zu spät. Shame, shame on America. Das ist eine Schande für Amerika. Wir standen vor einer Herausforderung und haben versagt. Wo zum Beispiel ist unsere Nationalgarde, wenn man sie braucht? Die sind im Irak. Das war der größte Kollaps, den die Regierung erlebt hat seit der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren. Und noch immer gibt es solche Bilder, die auch in Amerika viele verstören. Kein Wunder eigentlich, dass die Popularität der Regierung einen neuen Tiefstand erreicht hat. Präsident Bush hat bei seiner Tour durch das Katastrophengebiet auch der fast völlig verwüsteten Kleinstadt Biloxi eine Stippvisite abgestattet. Claudia Rüggeberg in Biloxi, wie haben die Bürger denn auf den Besuch des Präsidenten reagiert? Sehr unterschiedlich. Wir haben nach diesem Besuch mit Leuten gesprochen hier. Eine Frau meinte, ein solcher symbolischer Besuch sei besser als gar keiner und es sei gut, dass der Präsident sich überhaupt hier zeige und sich die Situation mal anschaue. Andere waren eher verzweifelt. Eine Frau ist in Tränen ausgebrochen und hat voller Wut gesagt, der Präsident sollte nicht hierher kommen, sondern er solle endlich dafür sorgen, dass hier Hilfe kommt. Die ganzen Leute, seine ganzen Entourage, diese Autos, die sollten mit Hilfsgütern beladen sein und nicht mit Bodyguards. Und er solle hier nicht den barmherzigen Samariter spielen. Und ein solcher inszenierter Besuch würde nicht helfen. Tatsächlich war es so, dass heute Morgen hier plötzlich Hilfstrupps kamen, Leute, die den Schutt weggeräumt haben, die Häuser nach Leichen durchsucht haben, und zwar ausschließlich entlang der Route des Präsidenten. Vor 2 Stunden etwa ist der Präsident dann hier aus Biloxi wieder abgereist und mit ihm die ganzen Hilfstrupps. Ja, Präsident Bush hat ja schnelle Hilfe versprochen. Ist denn davon bei Ihnen sonst auch noch etwas zu spüren gewesen? Gibt es zum Beispiel sauberes Wasser und Lebensmittel? Es gibt hier überhaupt nichts. In Biloxi liegen die Trümmer, bis auf das, was diese Hilfstrupps heute Morgen beiseite geräumt haben, liegen die Trümmer auf der Straße wie genau nach dem Sturm vor einigen Tagen. Es gibt keine vernünftige Versorgung. Es gibt eine Noteinrichtung, eine medizinische Noteinrichtung, ansonsten nichts. Es hängt über der ganzen Stadt Verwesungsgeruch. In den Gebäuden liegen Leichen, die nicht geborgen werden. Es liegt hier alles in Trümmern und die Hilfe kommt nach dem, was wir hier beobachten können und was andere auch aus anderen Städten sagen, nicht an. Danke nach Biloxi, Claudia Rüggeberg.